Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream zu Police Quest SWAT. Bitte, Skabu. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Schön, dass du auch da bist. Und schön, dass du da bist. Oh, das ist so nett von dir. Schön, dass du diesen Stream hostest, weil ich keinen Bock drauf habe. Verstehe ich nicht. Das ist doch ein wunderbares... Nee, das stimmt ja auch nicht. Also Bock schon. Ich hab Bock, das zu streamen, aber ich habe keinen Bock, derjenige zu sein, der das streamt, weil es ein Spiel ist aus dem Jahre 1995. Warst du da schon auf der Welt? Warst du 1? Ja, genau, exakt. Du, nicht schlecht. Ich bin begeistert. Es gibt auch ein wunderbares Manual hier. Kann mal und ich ging zur Grundschule. Anzeigen. Wunderbares Manual. Wunderbar. Also, damals gab es noch coole Grundschule. Ja, gut. Hast du auch noch nicht gespielt, als es rauskam. Das ist also für dich eine neue Erfahrung. Das ist für uns beide eine neue Erfahrung, denn Police Quest SWAT war der erste Teil der SWAT-Reihe, kann man das so sagen? Ja. Geil. Und starte einfach mal das Intro, dann. Schon, das erklärt ja eigentlich schon alles. Dann kann man schon mal nebenbei ein bisschen Aven gucken. Boah, Sierra. Ist nämlich von Sierra. Das Intro ist schon geil. Select vor allem. Peng, peng, peng. Genau, Sierra ist ja bekannt für die ganzen Adventure-Reihen. Marken wie... Oh, die wunderschöne Musik, die hab ich jetzt gar nicht vermisst. Habt ihr schon im Intro gehört? Voll gut. Police Quest ist ein Teil der Adventure-Reihe von Sierra und was haben die noch alles gemacht? Boah, das habe ich jetzt nicht durchgelesen. So, King's Quest war, glaube ich, eins von denen noch. Alles, was mit Quest im Namen hat, glaube ich. Also ich kenne halt Sierra nur für SWAT. Nee, aber die haben noch irgendwas anderes gemacht. Das weiß ich auch noch. Ich glaube, die haben Empire gemacht. Ich glaube auch, die sind inzwischen pleite, soweit ich weiß. Es gibt auf jeden Fall ein Ehepaar, glaube ich, bei Sierra. Also Sierra gibt's nicht mehr, das ist klar. Ja. Das heißt auf Deutsch übrigens Berg oder so, oder Bergkette. Das ist, glaube ich, Spanisch. Ja. La Sierra ist, glaube ich, die Bergkette oder so. Irgendwie so. Oh, ist die Musik laut, erstmal leiser machen. Genau, und... Sierra wurde ja irgendwie aufgekauft und dann war es irgendwann mal Vivendi, dann war es irgendwas mal Activision, dann war es Vivendi, ja. Das. Und mittlerweile sind die Rechte liegen bei Microsoft. Oha, also könnte Microsoft ein neues SWAT machen, habe ich das richtig verstanden? Aha. Genau. Das wäre interessant. Weil zu Activision Blizzard gehört das ja jetzt. Ja, das stimmt. Das ist ja verrückt. Coole Reise, ja. Aber lustigerweise ist Police Quest auch eine Adventure-Reihe gewesen. Die ersten 4 Teile sind, glaube ich, Adventure Games. Dann kam Police Quest SWAT, was irgendwie eine eigene Reihe ist. Und aus Police Quest SWAT wurde dann irgendwann SWAT 3, SWAT 4 und dann nichts mehr. Der erste Teil hieß quasi Police Quest SWAT. Dann der zweite Teil Police Quest SWAT 2. Das habe ich nämlich damals gespielt, als ich in der 5. und 6. Klasse war. Da kenne ich das. Wenn man es jetzt irgendwie neu runterlädt, was es tatsächlich noch bei Steam gibt, heißt es auch nur SWAT 2. Danach, das nächste hieß einfach wirklich nur SWAT 3 ohne Police Quest im Namen, weil das war dann auch ein 3D-Teil. Ja, und das ist schon eine lustige Idee, dass die krasse Idee hatten, hey, lass mal uns das Thema SWAT als Spiel umsetzen, erstmal, so. Okay, kann man machen. Jetzt weiß ich, wo ich das noch kenne. Leisure Suite Larry 6. Ja, genau, das war auch Sierra. Das war auch mit Sierra, genau. Die haben alle Leisure Suit Larrys gemacht. Ja. Genau. Und außer welches verloren gegangen? 3. oder 4. Der existiert nicht. Aber die gibt's auch 9 Stück oder so von denen. Wurde jetzt auch wieder neu aufgelegt. Genau. Und die anderen Spiele kenne ich alle nicht, weil die teilweise älter sind als ich. Was interessant ist, bei Police Quest hat sich irgendwie ein Mitarbeiter von Sierra mit einem Ex-Polizisten zusammengetan. Und die das dann quasi so entwickelt haben, so ein bisschen realistisch zu erzählen, wie Polizeiarbeit funktioniert. In Amerika. Es ist verdammt realistisch, das ist das Problem. Das ist teilweise zu realistisch. Ich kenne die ersten 3, 4 Police Quest Spiele nicht, deswegen weiß nicht, wie realistisch die sind. Wahrscheinlich auch. Weil Sierra ist ja berühmt dafür gewesen, ihre Adventure Games richtig hart zu machen. Sobald du was Falsches andrückst, zu langsam klickst oder so, bist du tot. Musst du neu starten. Das ist ich glaube, King's Quest ist es gang und gäbe, dass man dann ein paar Mal stirbt. Du musst dann immer so Punkte sammeln und am Ende hast du halt so einen Highscore, wenn du durchkommst. Wenn nicht, dann nicht. Dann weißt du aber auch, wie weit du bist und so weiter. Das war eigentlich eine interessante Idee und davon weicht ja schon dieses Spiel sehr ab. Glaube ich. Er startet schon mal eine neue Karriere. Machen wir nochmal.
Formed in 1967, the Special Weapons and Tactics Team of the Los Angeles Police Department has held a preeminence within the field of law enforcement and has been the standard bearer for domestic specialized tactical units throughout the world. We are an organization steeped in tradition and pride, where individuals are frequently called upon to perform at levels far above the norm. There have been and ever will be certain guiding principles that have provided the foundation for the high level of professionalism exemplified by this organization and its members. Commit them to memory. Also es wird ziemlich viel geredet. Unten drunter, also wir haben jetzt hier quasi so ein paar Regeln, kann man das so sagen? Regeln, kann man das so nennen? Ja? Please sign below to indicate that you have read and agreed to comply with the mission statement of the Los Angeles Police Department. Das ist ein Mission Statement. Das ist quasi immer das, woran wir uns halten müssen, damit wir da arbeiten dürfen. Und das muss Nikola jetzt unten tatsächlich einmal unterschreiben. Ja, dann ist natürlich die Team Docs, oder? Alles andere wäre... Können wir es ändern? Klar. Wir können uns ja auch ein Synonym ausdenken für einen... SWAT-Dogs. Ja, ein bisschen wie Hotdog, nur mit SWAT-Dog. Also quasi so. Na, ich bin nicht ganz Fan davon. Ich hätte jetzt eher gesagt, so, weiß ich nicht. Klausi, irgendwas. Der Klausi. Klausi, Pinkelbein. Schloddermeier. Schloddermeier. Ja. Wie viele Zeichen sind noch möglich? Okay, nicht mehr so viele. Ist die Klausi Schloddermeier von der Spezialeinheit Team Dogs. Wir werden alle umschießen und werden uns nicht an die Regeln halten, die da oben stehen. Klingt gut. Oh, entschuldigen Sie, wir wollten nicht stören. Welcome to D Platoon, Officer. I'm Sergeant Rooker. Hi. Ja, hi. While you're assigned to D Platoon, I'll be your supervisor. Oh, shit. Your new position here is that of an assaulter. This is Officer Packmeyer, and he's your element leader. Moin. For the record, Officer Packmeyer has been an element leader in D Platoon for 8 years. He's a wealth of information, officer. Learn from him. Thank you, Sergeant. Er ist weg. Hello. Oh. Hi. Officer, I'd like you to give some thought to what I'm about to say. Thought? You are now one of 60 tactical officers within D Platoon. Hey, viel zu viele. We constitute less than 1% of the weggeschossen entire werden. Los Angeles police force. Ja, gut, Your LA. selection and admittance to this platoon is something to be proud of and respected. Ja. As a member of SWAT, you are responsible to meet the requirements of specific tactical criteria and will be tested regularly. Anytime you should fail to meet these requirements, you will be encouraged to train up. Remember, your level of physical fitness, your firearm proficiency, and your understanding of tactics affects the entire team, and the team concept is what we're all about here. There's no hot shots, no loose cannons. We train as one. We work as one, and we resolve conflicts as one. Do you understand, officer? Nope. There's no room for grandstanding. Lives are on the line. The lives of police officers, your fellow teammates, innocent citizens, and yes, even suspects. Oh, diese vor mir Rest schützen. you should forget, officer. D Platoon is a life-saving organization. We adhere to the rules and regulations of the Los Angeles Police Department and to the laws of the United States of America. While you're a member of SWAT, you will remember to live up to our standards, regulations, and laws. You will behave as a gentleman, an officer, and if necessary, a gunfighter. Was denn noch alles? Officer Packmeyer now has a few things to say to you as well. Officer Packmeyer? Packmeyer. As Sergeant said, we're a team here. For us, Team Dogs. Trust is more than a word. It's a way of life, a vow we make to one another. When called upon in a crisis, I trust you will do your job. I trust you will have honed your skills and will be prepared. I trust you will be brave, but not foolish. I trust that when I give an order, you will follow it. I trust that when you tell me you can accomplish something, you will. Around here, we're cross-trained. Some of us are lead climbers and assaulters. Others are negotiators Elite and climbers? You're entering D Platoon as an assaulter. We have a sniper position open. So if you're interested, I suggest you train up and then let me or Sergeant know you'd like a shot at the position. Wir können mal bei dir ausprobieren, Kollege. Thank you, Wir Officer schießen einfach den Packmeyer. aktuellen besten Sniper. Officer, Dann I sind wir der suggest you automatische become Beste. familiar with your new surroundings and your newly issued weapons. I also encourage you to review the educational material the department has made available. We have a training detail later at the Academy range. Be there. Until then, get settled and learn what you can.
Chef, tschüss, auf Wiedersehen. War schön mit euch. Jetzt Pause machen. Ja, ist jetzt ein... größerer Bildschirm. Ja, das sind diese sogenannte F5V-Technik, die irgendwie in den 90ern voll da im Trend waren. Da gab es 10.000 Der Mauszeiger ist ein bisschen zu klein. Ui, wer kennt man kaum, ne? Ich muss dir vorstellen, du hast so einen Röhrenmonitor. Stell dir mal vor, was für eine Auflösung hatte das früher, die ganzen Röhrenmonitore, die mal so... War sehr klein. 480 mal irgendwas oder 360 mal irgendwas? Da war, glaube ich, die Größe des Mauszeigers schon wichtig, dass der so groß ist. Aber sonst nichts erkennt. Aber hier stehen tolle Sachen, klicken wir mal drauf. Training Bulletins. Also, ja, da kann man muss schon sagen, für damals war das schon geil, hier mit diesen Animationen und so, ne? Zack, Blitz. Und ab geht's. Use of Force Policy. Lies doch mal. Ach du Stand. Fuck, das kann man so liest vor. Mit Bildern. Nicht die Leute mit Schießen, die sich ergeben. Ist das ein Geländer oder ist das... Ach nee, das ist so ein Knauf von so einem Geländer. Application. Talking a suspect to jail. Talking a suspect to jail, ja. Einfach so zulabern, bis sie freiwillig in den Knast gehen. Hände hoch und ab ins Gefängnis. Ja. Firm Grab and Pain Compliance. Kicks, Taser. Deadly Force. Ja, wir sollen die Leute halt nicht einfach so abschießen, weil sie ins Gefängnis bringen und nicht töten. Mit der Taschenlampe und drunter. I like. Metal Attitude. Conclusion, ja, sehr gut. Guter Aufsatz geschrieben. Hat viele Bilder verwendet. Die Musik bei dir auch so laut. Oh ja. Sorry. Danke fürs Hinweis. Muss mir jetzt das mal sagen, weil ich würde gerne wegen der Stimme es lauter machen, aber Problem ist, es gibt hier so ein Menü, wo man... Wo war das lass das mal lieber. Es gibt kein Menü. So, wo drücke ich jetzt Cancel, ne? Ja. Control Panel, hier ist das Menü. Dann kann man Call-Ups lauter machen und Volume. Ich weiß jetzt nicht, was ist. Call-Ups ist, glaube ich, alles nicht. So, ist okay. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Du weißt schon. Play natürlich. Natürlich nicht Play. Nein. Spielen. Ja. Gut, lass mal das. Also auf jeden Fall kann man viel Theorie lernen, aber das diese wollen wir Telefone. nicht, weil wir haben nicht so viel Zeit. Vielleicht wenn man mal so 24 Stunden SWAT-Stream macht, dann kann man das machen. Ja. Oh, guck mal. Jeden einzelnen Kack durch. Das sieht verdächtig aus. Da wo nicht? Oh, verdammt, ein Bild von dir. Da wo stream ich gerade. Oh, das Bild haben sie wohl mal verwendet. Oha, schwarzer Balken. Cool, das war doch schön. Haben wir viel gelernt. Tactics Education. Das ist schon an sich schon ganz cool gemacht. Ja, kann man viel lesen. Also wirklich sehr viel. Kann halt viel. Das lassen wir mal aus. Meine Idee war vorhin, dass wir das einfach mal... Jetzt hat man die ganzen Plings. Ich muss kurz mal Telegram muten. Tut mir sehr leid. Sorry, Nico. I have to mute you. Ah! Irgendwer schreibt. Okay, ich mute einfach Telegram. Das höre ich natürlich nicht, wenn jemand schreibt, aber egal. Metro ist, glaube ich, richtig. Ja. So. Aha, Officer Safety. Keep your weapon in working order. Learn to recognize body language skills. Develop your self-defense. Make full use of your mind. Also hier geht es nicht richtig in Action los. Erstmal hier ganz entspannt. In der Akademie. Die Police Academy. Ah, ist wirklich so. Was ist das jetzt alles? Erklär mal. Ich habe das noch nicht so richtig gecheckt. Das ist Police Academy. Das ist die Akademie. Was ist das rechts? Das ist der Waffenschießstand. Kann man hier in die Small Arms Range und in die Combat Range. Das ist unser Lernraum. Oh, war das ein schönes Bild gerade eben. Gucken wir uns nochmal an. Guck mal hier, wunderschön. Haben sie LA gemalt. Aber man kann hier anklicken. Man kann Interviews von Polizisten lesen, die wahrscheinlich tatsächlich existieren. Albaneser. Cool. Oh, es ist... Oh Gott. Oh, das ist keine Aufnahme. So einen geilen Schnäuzer. Also sie haben das schon ziemlich ernst genommen, was hier Education angeht. Ernst. Da ist nicht viel Spaß dabei. A Passion for Police Safety. Naja, so. Also ich habe ja so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich habe ein bisschen recherchiert, aber ich habe halt so ein bisschen geschaut, so im Internet, und dann habe ich so ein paar Subreddits gesehen, oder Reddit, ne? Also die sich halt nur speziell mit solchen Taktiken beschäftigen. Also gar nicht mal spieleabhängig, aber ganz allgemein. Wie man sich verhält und dies und das und tralala. Also. Ist ja ein spannendes Thema, ist halt sehr nischig, nächstes Mal.
Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, aber ich habe, glaube ich, Wichtigeres in meinem Leben zu tun. Hier ist übrigens Los Angeles. Die ganzen Straßen. Santa und Tempel. Kennt man vielleicht. The Broadway. Der breite Weg. Sehr kreativer Name. Ja, und hier ist die Sniper Range. You're the new guy in Rooker's squad, Danny Tell. What are you doing out here? You guys have small arms training over at the academy. Oh, you know, that's right. Sergeant Rooker mentioned Yeah, well, it. you better get over there. Sergeant Paulden is in charge of small arms training, and it's no coincidence that his nickname is Sergeant Meanie. Sergeant Meanie? Yeah, but I wouldn't call him that to his face. Yeah, well, thanks. Thanks for the advice. Yeah, sure. Das wollte ich nochmal zeigen. Das ist ein lustiges Easter Egg, wenn man zu da früh wurde vorhin quasi geht. gerade weggeschickt, aber Genau. zum falschen Schießstand gegangen. Ja, genau. Das ist halt erst eine Small Arms Range, weil da ist so nicht erwünscht. Muss man die Grundlagen lernen. Colt 45 Caliber 1911 Jetzt krieg ich mal erklärt, was ist. Und der Typ heißt auf Deutsch übersetzt Sergeant Gemeini. Ah, sehr kreativ. So, und hier gibt es eine Heckler und Koch. MP5 9mm Wunderschön. submachine gun. The ultimate close. Und wie heißen wir? Klausi? Ja? Oh, shit. Schlottermeier. Schlottermeier was? The gas-operated 223 M16 Da ist Gas drin? Crazy. The Benelli Super 90 Gas. Gibt's auch noch Details? The Benelli Super 90 semi-automatic shotgun has rifle-type sights on a 19 3/4 inch Wunderbar. barrel. Each tactical officer in deep Dieses Spiel is da oben. issued a Super 90 semi-automatic shotgun and is required to meet qualification specifications with the weapon. While other members of the entry team carry the MP5, the rear guard position is assigned to carry the Rear Benelli Guard. shotgun. Ah, so. To enhance the tactical Immer falsch gemacht. officer's performance with the shotgun in low-light Übrigens. situations, Ja. a Wenn du shell das hier in the aufhast, Oh Gott. Ja. habe ich das mal bei Google eingeben. Und dann komme ich direkt zum Online-Shop, wo ich es mir direkt kaufen kann. Nice. Benelli Super 90. Willkommen in Amerika. 1757 Euro. To counter low-light situations, Ja. the shotgun is the super, Also es gibt wirklich the einiges Super 9 tolle Details, die man sich angucken kann. 12-gauge Magnum Ranger double-aught, Winchester's law enforcement only 12-gauge Magnum Bucks. Ranger double-aught buckshot load provides maximum penetration and a tight shot pattern, necessary considerations for today's tactical forces. Ja, die sind nicht tödlich, I guess. Oder? The muzzle velocity rate Weiß of the nicht. Magnum Ranger at sea level with gun Okay, bestimmt. Weil die sind hier drin anscheinend und da ist voll toll. Habe ich mal gefragt, ob was jetzt genau hier diese Bugs sind, aber es sind anscheinend, die Bugshots sind anscheinend hier Magnum Loads up. Kann ich nicht lesen. Upplated Shot? Irgendwie sowas. Warning. Unplated. Unplated. Ah! Das ist nennen. Okay. 0-0 Bug. 2 3/4. Was auch immer diese Zahlen da drauf bedeuten. Keine Ahnung. So. Inch. Stimmt, Inch. Oh Gott, ja. Gibt's ja auch noch. the Benelli Super Ja, nehmen wir. Einpacken, mitnehmen. Das ist unser Loadout. Einmal Pistole, einmal normale Munition und Armor Penetration vielleicht. AP. Also die 00 Buckshots sind Spezialpatronen für Militär, Polizei und für den Selbstschutz. Ah, Ein Selbstschutz. Standarddruck von 650 Bar. Ist das viel? Bestimmt. Ja, Okay. sehr viel. Jetzt mal gucken. Ping, ping. Piu, piu. Für den Einsatz in taktischen Situationen mit Stopp- oder Schockwirkung. Ah, Stoppwirkung. Bei Das einem kennt man. Schuss auf 3 20 mm starke Kiefernholzplatten aus 20 Meter Abstand durchschlagen die Bleischrote die erste Platte und 60% stoppen in der zweiten. Das ist ja große Stoppwirkung quasi. Kann man auch durch Sachen durchschießen. Das ist doch cool. Und durch Menschen anscheinend nicht. Praktisch. Die Munition kostet, ist ein Schnapper, 26,90 €. Einkaufen hier, Amazon. DHL liefert Für morgen. 25 Stück, Same das heißt, ein Euro pro Stück. Das heißt, wenn du ein bisschen Spaß haben willst, für 1700 €. Ja, in Betracht der letzten Amokläufe vielleicht doch nicht so viel Spaß haben. Ja, du brauchst natürlich da gibt es hier eine Erwerbsvoraussetzung. Ja, das ist in Deutschland So eh einfach unmöglich. ist das jetzt nicht. Außerdem zählt das alles hier unter Sportflinten. Ja, brauchst ein... Und kleiner Waffenteil ist es wahrscheinlich nicht mehr. Sehr wahrscheinlich. Mit so Ja, da war vielleicht das Pumpgun mit sich führen.
So, hier war ein MT dabei, Herr Klein Koch, auch wieder AP wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was die 3 rote Bestriche bedeuten, aber es ist wahrscheinlich AP. Kann man halt auch durch geschützte Gegner durchballern. In meine Lesenzeichen hinzu. Das ist wichtig. Hier diese gasbetriebene, was war das? irgendwas? The gas-operated 223 M16? 6? Ne, 16 ist es nicht, oder? Obwohl, es könnte auch eine 16 sein. M16? Sieht eine M16 nicht so aus? Ich kann die ganzen Ms nicht. Ich kenne mich mit Waffen nicht aus. Ja, M4 ist... nee, schwierig. Keine Ahnung. Ja, hier haben wir auf jeden Fall alles dabei und hier haben wir auch noch... Was auch immer das sein soll? Noch mehr? Was ist das? Winchester 12 gauge 2 3/4 1-ounce rifled slug shotgun shell. Ah ja, Shotgun Shells. Okay. Ein Flashbang? Defense Technology number 25 distraction device. Ah ja, Distraction Device. Also vielleicht so... In Counter-Strike heißt es ja... wie heißt das Ding nochmal? Egal, so ein Ablenkungsding. D-Platoon Armorers hand-make the 180-degree mirror used by SWAT scouts out of an 1/8 of an inch mirrored plastic and extendable handle. Hier ist Nikos Eindringungswerkzeug. D-Platoon are one-man rams with a weight of 30 pounds and a length of 3 feet. Geil, und was ist das? Flash two-way radio headset. Ja, bräuchten wir. Okay, ein Schild gibt's auch noch. Also hier, erster Teil, schon alles voll gestopft. Ich habe sogar eine Ramme dabei. Immer dabei. Wichtig. Jeder hat eine Ramme dabei. So, wenn wir bereit sind, muss ich irgendwie hier rauskommen. Wie war das nochmal? Ah ja, ich muss hier drücken und dann auf Small Arms Range. Genau. Jetzt sind wir richtig. Wie auch immer läuft, ne? Kann doch nicht normal gehen. Und der hat Sickling unter dem Arm. Ja, wie ist er nochmal? Klausi? Klausi. Welcome aboard, officer. I'm 30 David, Sergeant Paulden. We're Ja. just about to do a few drills with the MP5. Step up to alley Ja, 13, nur- 7-yard line and join us. Yes, sir. Sir, yes, sir. Piu, piu, piu. Peng, peng, peng. Officers with your MP5s, make ready. So, jetzt muss ich beeilen, sonst gibt's Ärger vom Chef. Muss ich hier auf Semi-Auto stellen und dann nachladen. Officers, come to your guard. Und Single to the head, semi-auto. yes, sir. Single Einmal to the Kopf head, schießen. semi-auto. Oh, du bist On the whistle. Ich habe es ein bisschen etwas gespielt, On deswegen guard. bin ich erprobt. Ich habe eine halbe Stunde dieses Waffentraining gemacht. Das ist anstrengend. Es loopt nämlich die ganze Zeit und das ist, ja. Und ich habe nicht kapiert, dass man rausgehen kann. Officers, come to your guard. Ja. Failure drill. 2 shots to the body, 1 to the head. Semi-auto. Alles klar. 2 to the body, single to the head. Semi-auto. Er wiederholt auch nochmal, On the sicherheitshalber. whistle. Sehr freundlich. Jetzt kann ich noch nicht hoch, On guard. Hier sieht man die Pars und den Total, was ich gebraucht habe. Gut. 0,25. Ha! Gar kein Problem. Oh, darf ich noch nicht? Es gibt hier sofort Ärger, wenn ich irgendwas falsch mache. Single to the head. Semi-auto. Yes, Single yes. to the head. On guard. Guck mal, neues Ohrloch geschossen. Ins Ohr. Ja. This is a training exercise, Sobald man das falsch officer. macht, gibt's You will Ärger. follow the drills, please. Yes, yes. Ich werde auch irgendwann rausgeschmissen, wenn ich zu viele Fehler mache. Kann auch nachladen. Schick. Officers, come to your guard. Das kannst du aufnehmen, ne? Die Single to ganzen the head. Sounds. Semi-auto. Früher mussten sie ja noch alles selbst Single to the aufnehmen. head. Semi-auto. Gab's ja noch On the keine whistle. Libraries, wo man das sich runterladen konnte. So eine On guard. SMG-Schüsse. Schon ziemlich beeindruckend, die Technik dahinter. Und das Ganze aufnehmen hier, auf so ein Polizeigelände, Schussgelände gehen und von Aufnahmen machen. Die Leute sagen, hey, stell dich mal vor einen Greenscreen. Und mach mal Und coole damals war das Spiel ja auf 4 oder 5 CDs. Officers, come to your guard. Ja, Musst stimmt. du ständig CDs wechseln? Two Ja, shots to 7 center CDs waren's, mass. glaube ich. Semi-auto. Wohin? 2 shots to center mass. Ah, ja. Semi-auto. On the whistle. In die Mäh. Peng, On peng. guard. Warum auch immer dahin? Schönes Brustbein zerschießen. Ist da irgendwas Wichtiges dahinter? Die Lunge, ne? Ah, das wird auch nicht so angenehm. Was ist dahinter noch?
Officers, come to your Scheiße, guard. Eine andere Knarre Single to the head. darf Semi-auto. ich. Aber ich muss das warten. Ich muss ja 10 Schüsse machen. Single to the head. Semi-auto. Also ich weiß jetzt leider nicht mitgezählt, wie viele wir schon gemacht haben. 1x3. On guard. 2x2. Put him on safe and let him hang. Ah ne, sind wir bei 10 schon. Das ging schnell. Safe. Hang. Fertig. Jetzt wechseln wir die Waffe. Übrigens, ich habe Schnäppchen gefunden. 500 € für eine Benelli Super 90. Hm. Braucht. Officers with your sidearms. 500 Make €. ready. Easy. Sidearm. Also, laden. Officers, come to your guard. Controlled pair to the center mass. So, der mal sind noch die Controlled pair. Schiene Not freimachen. double taps. To the center mass. Das ist im Medical immer ein richtig großes Thema. Wohin? Center Mass? Okay. On guard. Zweimal, okay. Deshalb war ich hier zu viel. Das heißt, zu lange gebraucht. Im Metal Gear ist es immer ein zentrales Thema, dass man immer die Waffe leer machen muss, bevor man nachlädt. Weil sonst verkantet sich die Munition da drin. Officers, come to your Dann geht die guard. Waffe kaputt. Controlled pair to the center mass. Pair, Controlled okay. pair, not double taps. Yes, yes, no To the double center taps. mass. On the whistle. Wer das Double Tap schafft, ist aber auch crazy. Peng, peng. On guard. Gibt nämlich hier so einen Rückstoß. Einen zufälligen. In Counter-Strike und so. Und genau, deswegen verzieht ein bisschen die Maus beim Schießen. Was ziemlich cool ist. Cooles Feature. I like. Officers, come to your guard. Yes, yes. Controlled pair to the center mass. Nochmal. Controlled pair, not double taps. To the center mass. On the whistle. Ja. On guard. Ach, Mist sagen. Sam. Und das geht immer so weiter. Ich bin ein Adler. Hui. Oh. Failure drill. 2 shots to the body, 1 to the head. 2 to the... Ja. On guard. Kann man überspringen die ganzen Bla. Das nicht. Na. Officers, come to your guard. Single to the head. Yes. Single. On guard. Ja. Und du so? Ist nicht allzu spannend, das Waffentraining. Nicht so wie in anderen Spielen. Wobei, es ist selten spannend in irgendwelchen Spielen. Officers, come to your guard. Wenn ich Kannst ehrlich du ja auch Failure überspringen, drill. also 2 ich glaube, man shots hat Kann schon ich? to the verstanden, body, 1 to the head. wie, kannst du 2 weggehen to oder the nicht? body, 1 to Weiß the ich. head. On the whistle. Ja, ich weiß es nicht, ob ich einfach weggehen kann. Aber ich weiß nicht, ab wann man quasi das On bestanden hat. guard. Holster your weapon. So, okay, ja, ich probiere es mal dann jetzt hier nach dem Switch. Doch, Shotgun wird ausprobiert noch und die M16, einer von eins von beiden. Officers with your shotguns. Make Ja, nein, ready das with war jetzt nicht buckshot. mehr. Buckshot, später. Ich probiere es mal, ob ich einfach gehen kann. Officers, hold your fire. We have a quitter in the group. Ich renne weg um mein Leben. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Tschüss. Verabschiede mich nicht mal. Frech. Aber scheint zu gehen. Hello, Moin. I'm JD Saunders. I bet you're the new guy from Rooker's Squad. Yeah, I'm Interested Rooker's in learning Squad. to shoot. That's great, because I'm the odd man out. I'm the sniper without a partner. without a partner. Was? Yeah, all snipers are paired up. While one's on the rifle, the other one serves as an observer. Ah, You're interested in learning to sharpshoot. All right, come on. I'll show you around. das muss ich meinen Arm Colt machen. 45 caliber Da war ich mal 1911 Spotter. government model sidearm. Wunderschön. Hier ist sie, die Sniper. Robar SR-60 308 Sniper Rifle. Ah ja, kann man sogar aufstellen hier. Video Op in Counter-Strike. Hat ein wunderschönes Scope. Hier kann man schon drehen. Aber bin ich jetzt Spotter oder bin ich jetzt Gunner? Hat er das gesagt? Naja. Dann Select. Okay, mehr habe ich nicht. Ist auch schwer, das Ding. Für Tactical-Kram. Warte mal, Sniper muss auch die ganze Zeit draußen sein, oder? Der ist ja nicht mit im Zugriffsteam, sondern außerhalb. Auf einem hohen Dach wahrscheinlich. Vermute ich jetzt mal. Das kann gut sein. Da kann ich ja gar nicht infiltrieren. Wenn die alle ins Haus reinrennen, was soll ich da machen mit der Sniper? Kann ich hier in irgendwelche Windows reinzielen und Mohn spielen. Bin ich mal gespannt, wie wir das umsetzen. Angels Range. Die I'll show you the Engel. rifle. Go over it with you. Thanks.
That's Sergeant Pruitt. He's in charge of sniper training. He'll tell you he's not a very good sharpshooter, but don't let that fool you. You don't ever want to be on the other side of his scope. Hahaha. Sergeant Pruitt, this is... Yes, I know Rooker's new man. How are you, officer? Adjusting to deep platoon, are you? Yes, sir. Thank you. Very good. It would appear you have an interest in the science of sharpshooting. Why don't you let Saunders familiarize you with the SR-60? By the time you get set up, the rest of our sharpshooters should be here to begin our training drills. Verrückt. Thank you, sir. Wunderschön. Wunderschön. Ich soll was machen. Moin. Glad to see you made your way back. We can always use another good marksman around here. Ja, gerne. Ah, Leute, ich habe den angedrückt. Also manchmal werden auch solche Videos abgespielt, die tatsächlich vor Ort aufgenommen wurden. Hier sieht man ja anhand der nicht vorhandenen Schatten, dass es nachträglich quasi eingefügt wurde. Achso, wir haben vorbereitet. Now, I don't know how much you know about sniping, but I'm going to begin with the basics. Ja, auseinanderbauen. This is a Robar SR-60 308 bolt-action rifle. Also das Snipen soll in diesem Spiel wohl ziemlich geil sein. Zero rifles at 100 yards. Oha. Schon gemacht? No. We always begin with a cold barrel shot. Oha. We use a cold barrel shot to establish our zero. Ah. It's also the most important shot out in the field. Now, man muss einmal schießen, um den Zero-Shot. Oh Gott, first thing you're going to want to do is establish your zero on this rifle. You do that because it's new to you, it hasn't been used in a while. You do that, you want to get out your dope book. You want to establish the date, the time of day, wind direction, direction of light, temperature. Also, verify your ammo lot. You'll need to consult the charts in your dope book for any elevation or windage adjustments needed in order to make your 100-yard cold barrel shot and establish your zero. Ach du Scheiße. So now I'm going to load a single round to your cold barrel shot. Cool. Scharfe Munition. You reload when you're ready to shoot your first group of 5. Now I'll be over here functioning as your spotter. I'll answer any questions you may have. Remember, your cold barrel shot will be taken at 100 yards and you need to shoot a minute of angle. In layman's terms, you're going to want to place a shot in a 1-inch square at 100 yards. Target's already set up for you. Cool. 4 Ziele. Nice. Ja, hab ich hab Bock drauf. Was ist das eigentlich hier? Databook. Ah ja. So. Robar SR. Look, I realize it's a little foreign now, but it'll be fine. Go ahead, touch the rifle. Get right up on her. It'll be fine. Ja, gib her, als ob wir Angst haben. Keep your finger off the trigger till you're ready to fire. Okay, I take it. All right. Ooh. Now, to check the zero on your rifle, you're going to want to take a shot aiming at the center of the 1-inch square. Yes, before you do, there's a few things you need to know. First, your bullet drop compensator knob, or your BDC, is the top knob on your scope. This is the knob you use to compensate for up-down. Die kann ich scrollen. The right knob, the windage knob, is twofold. Yes, it allows you to adjust for wind, but it also functions as a horizontal adjustment when zeroing. To make sure you're accurately adjusting for zero and not wind, you'll want to take your cold barrel shot when the wind is less than 3 miles per hour. Your left knob is your focus knob. Is the sight picture clear? If so, then you're in focus and you need not touch your focus. All right. What we want to accomplish with this first shot is to determine how this particular lot of ammo shoots under the current settings on your scope. Yes. Once we see where your shot strikes, we'll be able to determine what type of adjustments are needed. You want to sight in on your target. The wind is under 3 miles an hour, so it'll be a good time to shoot. Peng. Oh, geht nicht. Du musst nachladen. We have calm. Hey, you! Knock it off with the funny Falsche Munition. We have live fire condition. Okay, cool. What? Hold on. You need to shoot at your current settings to determine where you are in relation to your zero. Da, genau. You adjust after you shoot. Okay. Da musst du You must click your windage 7 more times to the left. Ja. You must click your BDC down 2 more times. Down 2-mal. Oben das Rädchen nach links 7-mal. Please 1, reload and fire 2, at will. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9. Please reload and fire at will. 10.
Ja, ich weiß, deswegen machst du ja auch mal weiter, soll zurückmachen. Ach, lol. Ich dachte, das ja, heißt, ja, bitte nicht was. nochmal Please korrigieren. reload and fire at will. Zweimal nach unten. Zweimal nach unten noch. Jo, und jetzt nochmal zentrieren und schießen. Genau, und jetzt? You must click your windage 8 more times to the left. You must click your BDC up 4 more times. Das 4-mal. BDC ist ja das hier oben, oder? 8. Ist das BDC? Please reload and fire at will. Wenn er sagt 8-mal to the left. Ja, oder aber. Achso, ja gut. Hier steht R. Das ist mein Problem gerade. Ich bin mit dem was ist das hier nochmal? If your sight picture is clear, no adjustment to focus is necessary. Ah ja, das ist für die Schärfe. Okay, verstehe. Please reload and fire at will. Also nach rechts ist quasi. Nee, was links hat er gesagt, ne? 8-mal. Also drehe ich hier lang. Please reload and fire at will. 1, 2, 3. Warte, schieß einfach nochmal drauf 7, und dann. 8. Schauen, was jetzt passiert. Target missed completely. Ach lol, ich muss ja. Given your current BDC and windage settings, the problem would appear to be with the shot. It looks like you miscalculated your shot. Ja. Check your BDC setting. Aha. Please reload and fire at will. Okay, warte mal. Gucken wir mal. Machen wir mal logisch hier. Also der ging jetzt viel zu weit oben. Im Verhältnis zum Rest. Please Da reload muss ich and fire at jetzt in die will. andere Richtung drücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt ziele ich automatisch höher, oder mal? Oh Gott, Physik. Please reload and Bleib fire nach at will. und schieß nochmal Ja, richtig. genau. Jetzt mal konzentrieren. You must click your windage 8 more times to the left. You must click your BDC up 4 more times. War denn hingeschossen jetzt? Sieht man nicht. Schade. 8 more times to the left. Also Please nimm mal den reload rechten. and fire at will. Hier ist rechts, also muss ich nach oben drücken. Glaube ich. Ja. Ja, drehen wir so unten. Please reload and fire at will. Das ist doch richtig. 1, 2, 3, 4. Nein, 5, 6, to the 7. left. Oder, achso. Aber hier ist das Gegenteil von R. Hier oben ist doch left, Ja, also ja, muss ich nach hoch Please drehen. reload and fire at will. Aber es war 8-mal. Finden uns Egal, raus. mach mal. Your shot could be off due to windage. Check your setting. Jetzt muss ich das da oben verändern. You must Weil click jetzt your passt die BDC Höhe. up 4 more times. 4 more times. Okay, Vintage ist das Ding da oben, genau. Und zwar. Tja, welche Richtung? Please reload and fire at will. Ja. 1, 2, 3, 4. Ah, geht ja nach oben und unten, das ist doch weird. Please reload and fire at will. Your shot could be off due to windage. Check your setting. You must click your BDC up 6 more times. Up 6 more times. Das obere Please Ding. reload and fire at will. Und nach oben 6-mal. Welche Richtung? Probier's aus. Ich hab gerade hier geklickt, oder? Please reload and 1, fire 2, at will. 3, 4, 5, 6. Jetzt gehen wir mal in die andere So, Richtung. jetzt müsste es perfekt sein. Und natürlich auf den Wind aufpassen, dass ich rechtzeitig klick. Jetzt. Your shot could be off due to windage. Kann man mal das. Check your Warte setting. mal, kann ich ein anderes Target nehmen? Das ist You schon must voll. click your BDC up 1 more time. Nein, darf ich nicht. One more time. Das war das BDC, oder? Please reload and fire at will. Andere Richtung. Up. Okay, dann machen wir. So, meinst du? Genau. Ja. Jetzt geht's Your jetzt. shot could be off due to windage. Check your setting. You must click your BDC up 2 more times. 2. Okay, hast du recht. Doch, andere Richtung. Nee, andere Richtung. Please reload and fire at will. So? Nein. Ja, wie dann? 4-mal. In die Richtung? Please reload and 1, 2, fire 3, at 4. will. Okay, oh Gott, jetzt kann ich mir nicht merken. Ja. Your shot could be off due to Okay, warte. windage. Check your setting. You must click your BDC up 2 more times. 2 more times. Up. Eben gerade war es ja 4. Nein? Ab heißt in die Please Richtung. reload Links. and fire at will. So. Jetzt Genau, ist immer ab, also immer ab bezogen auf die Zahl. Auf die Zahlen, genau, habe ich jetzt auch verstanden. Genau, und ich dachte nämlich auch, What are you doing? Knock that crap off. Hallo? Frech. Hallo Sina übrigens. Nicht das Kopf bewegen, wenn du am Diopter drehst. Aber ich hab's doch nicht. Ich kann doch nur das Kopf gar nicht bewegen, wenn ich hier das drehe. Korb bewegen, wenn du die da drehst. Ja, richtig. Mach einfach mal. Ja, aber es geht doch gar nicht. Ich kann doch nur drehen, wenn ich nicht das Kopf bewege. Genau, schieß. Your shot could be off due to windage.
Check your setting. You must click your BDC down one more time. Down one more time. Ja. Please reload and fire at will. Ich bin aber nicht perfekt ausgerichtet. Das ist ein bisschen belastend. Kurz auf den Wind warten. Your shot could be off due to windage. Check your setting. Aha. Please reload and fire at will. Ach so. Ich soll jetzt nochmal schießen, ohne was anzupassen. Your shot could be off due to windage. Check your setting. Nein. Dann ist es in der Setting so gut, wenn er dich nicht mehr korrigiert. Dann muss vielleicht einfach nur den Scope nochmal ein bisschen nach links. Ja. Nö. Ja. Your shot could be off due to windage. Check your setting. Ich würde gerne ein neues Blatt haben, please. Ich will sehen, wo ich hinschieße. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Ja, ich habe F geschossen. Aber wenn ich hier die ganze Zeit hinballer, dann bin ich aber ziemlich weit weg noch. Das war vorhin. Please reload. Meinst du? Fire at will. Ich kann neu starten. Geht das? Colt 45 caliber 90. I'm glad you're back. Ja. I didn't know how long I should wait. You need to check the zero on your rifle. Let's start again, shall we? Das Ding meinte ich auch die ganze Zeit. All right. Now, to check the zero on your rifle, you're going to want to take a shot aiming at the center of the 1-inch square. But before you do, there's a few things you need to know. Ja. First, your bullet drop compensator knob, or your BDC, is the top knob on your scope. Okay, this is the knob you use to compensate for up-down. Your right knob, the windage knob, is twofold. Das ist die Windage Knob. Yes, it allows you to adjust for wind. Lol. But it also functions as a horizontal adjustment when zeroing. Okay. Das ist horizontal? Wieso horizontal? Ach so, was liegt. Ja, hier. Das bewegt sich in diese Richtungen. Das bewegt sich hier runter. Fire at will. Ja, cool. Your weapon is already loaded. Okay. Your shot could be off due to windage. Oh ja, Check your setting. Ja, dann drehen wir jetzt einfach hier. Und zwar. Please reload and fire at will. Links. So. Please reload and fire at will. Very good. Nice. Now let's reload and try once again. Deswegen sind die Dinger hier auch da. Please reload and fire at will. Wir haben noch getroffen. Reload, fire again. Spotter confirming bullseye. Nice. Good shooting. Jetzt habe ich kapiert. Okay, we have 9 1.5-inch targets. Ja, easy. Each target requires its own center hit. Begin top left to right. Load your rifle and fire at will. So, top left to right. Peng. Spotter confirming. Ja, fuck, ich hab's weggedrückt. Okay, machen wir das. Please reload and fire at will. Peng. Spotter confirming center hit. Hit is within target. Guck mal, wie präzise ich hier bin. Please reload and fire at will. Ist so perfekt eingestellt. Das ist der Wahnsinn. Los, Speedrun. What are you doing? Knock that crap off. Hä? Wie der auch schreit, ne? Spotter confirming. Ja, bla bla bla, aber jetzt keine Zeit. Feuer mal einen Schützenverein. Spotter confirming miss. What are you doing? Knock that crap off. Was denn? Warum? Ja, ich hab zu schnell geklickt. Ich darf nicht zweimal auf das Ding klicken. Your weapon is already loaded. Ach lol. Spotter confirming miss. Das verfehlt, du musst von links nach rechts. Ach lol, ja stimmt. Ups. Please reload and fire at will. Dankeschön, Dankeschön. Sie hat vollkommen recht. Spotter confirming. So, schießen wir halt nochmal drauf. Please reload and fire. Spotter confirm. Ja. Ich höre nicht das Ergebnis. Spotter confirming center hit. Hit is within target. Okay. Please reload and fire at will. Reload and fire at will. Wie viel Munition ich habe, das ist voll gut. Spotter confirm. Alter. No time. Ich will noch einen Einsatz. Ist im Center? Das ist merkwürdig. Spotter confirming center hit. Hit is within target. Was kommt jetzt? That was a good session. You want to go again, or are you done for the day? Nein. Tschüss. Ich gehe. Auf Wiedersehen. Voll chillig ist am Sitzen, erstmal nebenbei schießen. So. What now? Zurück vielleicht?
Moin. Ah. We'll get started when everyone's here, which would appear to be now. Everyone, your attention, please. Settle down and we can get started. Today we want to discuss use of force issues, cover the differences between stealth and dynamic entries, and review tactical communication techniques. Are we clear, or are there any questions? Wann können wir nach Hause gehen? Ja. Also, questions. Oh, darf ich nicht. First, each call-up we answer is unique to the situation at hand. Ja, schon hohes No Haus. two encounters will ever be exactly alike. However, each situation will share certain characteristics. The negotiation process, tactical plan formation, scouting the area for possible approach routes, interviewing victims, neighbors, and witnesses. Structures will share features such as entry ports, single or multiple levels. What we cannot plan for is how any suspect will behave. Remember two things. It is the suspect who determines the outcome of any given situation, and there is never just one way to resolve a crisis. So, how can we truly be prepared? Well, for one thing, we can train using proven tactics and procedures. Any questions so far? Wann können wir eine Pause machen? Ich will. Over 60% of all our call-ups are barricaded suspects. Out of that, approximately 80% of the barricaded suspects will be a domestic barricade of a single male. Soured robberies, hostage-taking, and multiple barricaded suspects make up the remaining 20%. Now, anytime you have one or multiple barricaded suspects, time is on your side. Negotiation is key. Time becomes crucial when hostages are involved or the threat to innocent citizens is imminent. If negotiations break down, or if the life of an innocent citizen or police officer is in jeopardy during a barricaded situation, we must be prepared to initiate a tactical plan to enter the structure. Entering a structure can be one of the most hazardous times during an assault. You want to plan for high ground cover, and you want to enter the structure to your advantage. Now, to do this, we always scout the area for an approach route. We also determine what type of entry we'd prefer to make, whether that would be a dynamic entry or a stealth entry. Dynamic entries are fast and are characterized by the use of diversionary devices and techniques. The entry team can be assisted by one or more gas teams. Flashbangs are used at the point of entry to disorient a suspect or as a diversionary tool at separate entry ports. Stealth entries are referred to as soft probes. They're characterized by slow, cautious movement. The first person on the entry team is the scout. The scout is armed with a 180-degree mirror and a .45. The mirror provides a reverse image of the room you're about to enter. The door jamb will give you your point of reference. Remember, the proper way to mirror a door is to first mirror low and then mirror high. You mirror low first because the suspect in the next room is generally not looking at floor level. He's generally looking at his eye level. Smart. Das ist wie beim Einkaufen. The scout will inform the rest of the entry team of what to expect. Mal Door right, closet left. This information is relayed via your LASH radio unit. The scout is covered by the second man on the entry team, the rear guard. The rear guard carries a shotgun. The shotgun will be loaded with buckshot unless a door or a car needs to be breached. At such times, the shotgun is loaded with 1-ounce 12-gauge slugs. Now, next up behind the rear guard is your element leader. Your element leader should be an assaulter's main focus. You do as he instructs. If your element leader tells you to cover a door, you cover that door. You do not second-guess your element leader. Immer diese Grundschullehrer. Scout, rear guard, and element leader will continue to soft probe the environment, placing trailers where needed. Remember, survey threat areas, determine what needs to be covered, clear rooms in a circular or L patterns. Questions? Yes. Hätte eine. Are there certain room entry techniques we should employ? Aufgerufen. Whether you enter a room under a dynamic or a stealth mode, you want to remember to invoke certain practices. Always slice the pie on a door or a room. In other words, don't rush straight into any room. If you do, you're rushing head on into trouble.
By slicing the pie, you're angling your position to first see what the room contains, then roll out if necessary. Rolling out or leaning without exposing any more of your body than you need to see further into a room is a life-saving tactic. It's not a formality. Next, if the person ahead of you enters a room and moves to the right, then you enter to the left. If you follow their path into a room, you will be in their field of fire. Lastly, if a suspect sees you on a room entry before the entry team is ready to make an arrest, or if a sniper misses his shot, the mission is compromised. Alert others of the compromise by broadcasting the word compromised. Any questions? Das ist ziemlich realistisch. Ja. Yeah, is there a specific set of codes we should use, like the APCO code or radio call letters for communicating during a call-up? Communication is key to our success as a team. Consequently, agreed-upon terminology exists in this organization, and I expect all of you to understand and utilize this terminology. When observing and relaying information concerning a structure, you will refer to it by numbers, not geographical designations. The front of the building is always side 1. Moving clockwise, the numbers increase. 2, 3, 4, etc. Okay. Corners are referred to by their intersecting sides. In the example I have here, you can see the bottom left corner is referred to as the 1-2 corner. So remember, level 2, the front of the building is always side 1, and you move clockwise and number accordingly. Clockwise, okay. Und unten ist immer front. Here we have a 4-story building. The concept of numbering still applies. Numbers are assigned to all openings and all levels. Each opening is numbered, beginning from the left to the right, bottom to the top. Why? Each level is numbered from the bottom up. Consequently, da schießt jemand Level 4, Fenster 25. Level 1, opening 2. If you have suspect information to relay, you will do so by using this technique. Is that clear? Nein. Ich habe noch eine Frage. Nein, bitte nicht. What about communication between different teams or between teams and brass? Brass? During a tactical operation, we communicate 2 ways, through lash radio headsets and hand signals. The lash radio headset functions by capturing the vibrations from your throat. You're going to want to whisper when using the lash. Anything louder than a whisper will cause distortion and jeopardize our communication. Verbal communication should be kept brief, lest a suspect hears you. If you need a trailer to enter a room and cover a cleared area, you need only say trailer, cover window, nothing more. Ach du Schande. The trailer will come to you and set up on the window. If you're sniper team number 1 and you've arrived at your position, the simple sentence, high ground 1 in position, will do. Us brass know what you're up to. The other method of communication that we utilize is from the military, and it's used internationally. It's the use of hand signals. Now these are basic, but for those of you needing a refresher course, a raised fist means hold. Do not move. Logisch. Moving your hand horizontally over your head means cover. A raised fist moved in an up and down motion means hurry up. A hand with spread fingers indicates suspect. The direction you point indicates where the suspect is. You need someone's attention, snap your fingers. Snip, snip. Or if you see or hear snapping, someone wants your attention. When someone has your attention, if they point to their eyes and then to a door, they want you to look at the door or in the direction of the door. If you see a thumbs up, you know an area is clear and it's safe to enter. If you see a flat hand, do not continue with your action or movement. Stop. All very basic hand movements, but gestures that can save your life and the lives of your teammates. Now, I know sometimes in the heat of the moment, it's tempting to add an additional middle finger into our repertoire. But I would ask you to curb that temptation and behave professionally. Ja, selbstverständlich. Well, that's it. Profis. Thank you for your time, gentlemen. Jetzt, tschüss, war schön mit Ihnen. Dismissed. Ja, endlich entlassen. Kein Job mehr. Alarm! What the fuck? Alarm! Alarm! Barricaded female, North Hollywood area, 339 Westcott Avenue. Shots fired, code 3. Yes. Umschießen. This is Sergeant Pruitt with the LAPD.
Lucy, if you can hear me, I want you to answer the telephone. Yes, We're here to help you. Please pick up the telephone and talk with me. Ah, danke, Chef. It's my wife, Lucy. Oh. Lucy Long. She's holed up in the house. She won't come out, won't let me in. Like I told that other officer, she's been mixed up a lot lately. Ain't that so, Katie? This is my daughter, Katie. Oh, so. Go ahead, hon. Tell the officer. Moin. My mom's always been real protective of our family, but it's different now. It's like she's not just protective, she's angry or paranoid or something. I don't know what. That's a Vertruf. I think she's become dangerous. She has a gun now, and she shot at me and my dad this morning. Okay. That's right. She damn near killed us, too. Yesterday, she threw me out of the house, hollering she weren't going to let me back in. She locked all the doors. Neighbors across the street were looking. So I walked down to Katie's. She just lives in the apartments over on Maroa. So I spent the night there. This morning, Katie brung me back home. We was walking up to the house, and Lucy started shooting at us. That's when I called the police. Tja, schade. I understand, sir. We'd like for your wife to come out on her own so we can get her some help. But if she won't, the possibility exists she might hurt herself, we might have to go in and get her. I was just briefing Mr. Long on the possibility that we might have to enter his home. Mr. Long, our crisis negotiation team is currently on the telephone with your wife. There's some concern that she may be delusional. Now, I realize I've already asked you to explain the physical layout of your house and property, but in case we need to go in and get her, I want to make sure that we're prepared. Is there anything else that you can tell me about the house's layout? Well, of course, you've seen the boards in the front windows. She's got all the windows boarded up like that. Pop, see what you can learn from the Long's neighbors. Okay. Tschüss. Police line, do not cross. Erstmal Interviews führen. Hello. Moin. You must be the neighbor. Ach so. Yes, I'm Mr. Devon. Das ist kein Reporter. I've been living across from the Longs for the last 10 years. When I first moved in, they were real nice. Dachte, das Mikrofon in der Hand. Showed me and my wife the neighborhood. Das Besen brechen. Hadn't been the same the last few Als years. Mathematiker. You know the wife, Lucy? She beats that old man real bad. All day long. You cops been out here. I'm getting to know you guys on a first-name basis. Okay. Ah ja, hier ist der Rechen, tatsächlich. Ja, dann fertig. Ich habe ihn kennengelernt, das war wunderschön. Wo bin ich hin? Ach da, ich stehe ja gerade. Okay. Oder nee. Wer bin ich? Hi. Excuse me, sir. Did you speak with the neighbor? Yes, sir. Good. We'll be briefing in a few minutes. You can share the information you have at that time. Okay. Cool. Ich geh mal. Tschüss. Hey. How you doing, pup? Don't worry about this one. Everything's gonna be fine. Pop? I was on the scout with Packmeyer and Rooker. There are limited ports of entry, and those that are there are pretty well boarded up. I think we have a captive audience. Who knows? Maybe she'll come out on her own. Cool. Das bin ich anscheinend. Wer bist du? Ach, die liebe Tochter. Tschüss. Excuse me, sir. Sergeant Rooker and I'll be calling the briefing in a few minutes. Stand by. Das heißt, Excuse me, sir. Sergeant Rooker and I'll be calling the briefing in a few minutes. Alle Chip-Tolle schießen. Sehr lustig. Excuse me, sir. Sergeant Rooker and I'll be calling the briefing in a few minutes. Stand by. Das geht gleich durch, ja. Bei Gabriel Knight gab es das mal ein paar Mal, dass dann andere Sachen. Andere Fragen? Ja, die hinten wahrscheinlich noch, ne? Tschüss, ich muss mal... Briefing! Achso. Oh. The situation as we know it is this. We have a barricaded white female inside the residence. She's 64 years old and she suffers from various health maladies. She's diabetic and she suffers from a heart condition that requires the use of medication. CNT tells me she's delusional. She thinks the activity outside the house are gangbangers trying to break in. She's a shooter. Approach knowing she's armed and dangerous. Good. This is the layout of the house. Ach du Schande. On side 1, we have a front door entrance. This is a dangerous approach as it has 2 windows to contend with. Okay. A large front window and a small kitchen window. To compensate for that, we've placed snipers here on this side of the street to watch those ports. Apparently, this house has been somewhat fortified over the years. The garage has been sealed off from the house. Side 3 has one opening, a barricaded window. While negotiations continue with the suspects, we're going to place an emergency assault team on side 1 for entry through opening 2.
The emergency entry team will consist of the following: Rhea, Scout; Denton, Rear Guard; Packmeyer, Element Lead. For rear containment, Side 3, Pup and Wixel. Any questions? Geil. Ich alleine? Nice. Pappen irgendwer. Ja, achso, das waren 2 Wörter. Okay. Hier ist mein Lash. Ich telefoniere kurz. Your last unit in working order? Good. Remember, the last unit is not used for lengthy discussions between assaulters. Was? It's for keeping the brass informed and any other persons outside your sight lines. You understand? Nein. Good. Geil. Der kann Englisch. Okay, cool. Was bin ich hier? Hollywood Area Barricaded. Achso, das ist die Mission. Cool. Kann ich schießen? Hier, nehmt meine Waffe. Make sure you load silver tip hollow points. Geile Schauspieler, sag ich auch, ja. Was soll ich laden? Gasmaske aufsetzen, wichtig. Schauspieler sind schon irgendwie geil, muss ich auch sagen. Also. At this point, I see no reason to deploy CS gas. Warum nicht? The situation changes, we'll all know. Ah, dann ist es zu spät. Ich spiele ein bisschen. Remember, the proper way to mirror is from the bottom up. Ja. Always begin out of the sightline of the suspect. Schön ins Gesicht leuchten damit. Captain Light war so lustig, ja, das ist großartig. Hübsches Grünzeug. Wer sie sind. Wo ist mein Shotgun hin? Dang it. Make sure you load silver tip hollow points. Was? Silver Tip? Was sind das die anderen? Make sure you load silver tip hollow points. Ich halte mal die. Silver Tip. FMJs are not called for in this situation. Ah. Load the hollow points. Ah, Hollow, okay. FMJ Full Metal Jacket. So. Bleib bereit. Cool, dann. Did you have an opportunity to speak to the neighbor? Yes, he said that Mrs. Long is a little more violent than what her husband would lead us to believe. Oh. Okay. Ja, das hat er jetzt uns gesagt. Ja. Wo wir dachten, das wäre der. A little bit. Aber ich frage mich noch ein bisschen, wenn sie sich hier positionieren. Wir sind nur gerade im Garten, oder? Wo stehen wir gerade? Ja, da irgendwo. Und die kann das die ganze Zeit beobachten, weil hier ist offen und da ist offen. Na geil. Wenn da so ein Team anläuft, viel Spaß dabei. Ah. Okay. Sounds like the fat's in the fire. Line up for deployment. Let's go. Hallo Blobs. 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 Ah, hier stehen wir. Ich werde nicht begrüßt. Ja, finde ich auch gemein. Warum haben wir keine Helme auf? MP5s, full auto. Aber ich nicht hinten eigentlich. Tschüss. Get that idiot out of there. Was? Du bist doch Sniper, oder nicht? Nein. Wie nein? Sarge, I screwed up. Yes, I'm well aware of that. Wow. Sarge, look, I had to pull you out of there. Your behavior threatened to compromise the situation. Bitte? And any compromise can result in the loss of lives. Do you understand that? Yes, Sergeant. Good, then you'll understand why I'm sending you back to Metro, and why I'm strongly suggesting that you read up on the tactical material provided by the department. Oh Gott, now, nee. if you're unclear about what information I'm talking about, check the briefing room chalkboard for specific topics to study. Are we clear, officer? Nein. Yes, sir. Okay, then, what are you still standing here for? Go on, move it! Allein zurücklaufen. Das war ein cooler Einsatz. Und Mission verkackt. Das ist übrigens so ja, aber du warst doch Sniper. Ich musste auf die andere Seite, dachte ich soll zum anderen Zugriffsteam. Warum stehe ich da vorne? Bin verwirrt. Aber hier, Blubs, du siehst hier alle Leute, die im Discord sind, oben rechts. Sehr praktisch. Oh ja. Deswegen. Sie sind, man will, dass Skabo mit mir im Channel ist. Diese lustigen kleinen Icons, die sich da immer bewegen, wenn man was sagt. Aber meins ist die ganze Zeit aktiv, weil sonst hört Skabo nichts. Ach so. Deswegen bin ich die ganze Zeit grün. Okay. Hightech. Learn by example, listening and reading. Ja. Entschuldigen Sie, Officer, wir können da, was für eine Position ist doch egal. Was habe ich denn falsch gemacht jetzt? Alles wahrscheinlich. Tactical Movement. Room Entries, Dynamic Entry. Na gut, das haben wir alles gerade schon gehabt eigentlich. Ich bin der Pupser? Was? Aha. Ich würde gern jetzt... Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich würde gern wieder... Darf ich nochmal? Wann piept's wieder? Irgendwann, ich weiß nicht wann. Dang it. And... Ach Mano. Hoffentlich passiert dasselbe nochmal. Exakt dieselbe Situation.
Falls-Menü. Schießstand. Ja. Baller noch ein bisschen rum, ja, was sehr spannend ist. Nee. Travel Map. Ja, genau, das wollte ich drücken. So, und wo geht's hier lang mal? Colt 45 Caliber 1911 Government Model Sidearm. Ja, nehme ich mit. Gut, dass ich weiß, wie ich schieße, aber... Das ist das Problem bei diesem Spiel. Man wird direkt bestraft. Was falsch gemacht hat. Erstmal ballern. Nice to join us, officer. Take your place in alley 13. Ja, ich bin Officer, immerhin. Ja, los. Lass mich ballern. Officer? Naja, weniger als das gibt's ja fast nichts. Rookie gibt's noch. Officers with your shotguns. Make ready. No, ich will aber nicht ballern. Dann lieber Sniper. Officers, come to your guard. Buckshot, please. 2 shots to center mass with buckshot. Peng, 2 peng. shots to center mass. On the whistle. On the whistle. Peng. 2 shots, fuck. On guard. Hat die auch gepasst. Ja. With buckshot, please. Ja. Wohin? Rede mit mir. Officers, come to your guard. Buckshot, please. 2 shots to center mass. With 2 shots to... Ja. On guard. With buckshot, please. Oops. Officers, come to your guard. Buckshot, please. 2 shots to center mass. With 2 shots to... On guard. Ja, was alles machen? Salter Briefing. Officers, hold your fire. We have a quitter in the group. Tschüss. War schön mit euch. Colt 45 Caliber. Ach also, das ist das Salter. Ja, schwierig. Puh. Dann lieber Schneidern. Colt Macht mehr Spaß. 45 Caliber 1911 Government Model. I'll show you the rifle. Go over it with you. Thanks. Das ist aber nett. That's Sergeant Pruitt. He's in charge of sniper training. Schon wieder? He'll tell you he's not a very good sharpshooter, but don't let that fool you. Ja, bla, You bla, don't bla. ever want to be on the other side of his scope. Hi, Sarge. Good afternoon, officer. We'll be shooting a variety of paper and reactive targets today. You take If your you place miss at one of the tables any of the downrange and shots, set up, we you'll should fail be the starting. qualification test. Thank you, sir. Return to the range for 2 more practice sessions, then go back to Metro. Well, if you'll excuse me, sir. Certainly. I believe you'll find Saunders downrange, already set up. Bitte was? Hey, JD. Hey. Hey, I've just finished shooting. How about if I spot for you? That'd be great, thanks. We have 3 balloons, Ooh. each a different color. Call out which balloon you're going to hit. Strike within 3 seconds. No strike results in new call. Miss results in new call. Okay. Du musst oben links klicken wahrscheinlich, welchen du treffen willst. Und dann schnell Blau. Blue. Jetzt schießen! Schießen! Achso, nicht geladen. Nochmal. Time has elapsed. Links. New call required. Blue. Spotter. I see. Na gut. Red. Spotter confirming called red balloon. Ja. Please reload and fire at will. Ups. Green. Spotter confirming called green balloon hit. Nice. Das war einfach. That was a good session. You want to go again? Aber nice, dass die auch mal was anderes machen. Ja. Die ist jetzt vorbei. So, ich muss 2 mehr Shootings machen. Ja, dann meint das hier, oder? Das ist doch viel einfacher. We have a 2-inch square target. You need to place 5 shots within the square. Go ahead and load your rifle. Remember, Ja, das check wird the für den direction and speed of the wind and Qualification-Test. make any adjustments required. Oh, der Wind ist aber ganz stark hier. Ein bisschen daneben zielen. Der Wind kommt von rechts, ja, müsste funktionieren. Spotter confirming miss. Oh, lol. Dann noch weiter daneben zielen, oder? Wenn ich jetzt weiter nach rechts ziele,
Treffer weiter rechts, das ist eine dumme Idee. So. Ah. Der ändert sich. Der Wind muss gerade Spotter confirming miss. Naja, wo weiß man das? Spotter confirming center hit. Hit is... Spotter confirming center hit. Cool. Spotter confirming center hit. Hit is within target. Cool. That was a good session. Yes. Wanna go again, or are you done for the day? Bis du done bist. Ich bin done. Tja, setz mich wieder rein. Jo. Moin. Hey, how you doing, pup? Ganz schlecht. I hear you've been out on the long rifle range with Saunders and Tello. Ja. Sergeant Pruitt's got a Sniper-Qualifikation soon. Ja. You want to attempt qualifying? Yes. Ja, will ich. Ja, klar. Great. Ich bin I'll Sniper, let ich brauche Sergeant mich Pruitt know bewegen. you're interested. Good luck. Das war einfach. You know, I'm pleased to see you're taking an interest in sharpshooting. It's a proud discipline. Ja. American Sniper war ein guter Film. So, und jetzt? Werde ich zu Sniper-Einsätzen gerufen. Hoffe ich. Do you leave him in the position, attack position, launch an officer? What? Launch at officer? Aim? Blah at blah of body. Ah ja, so. Kann sich da Interviews angucken. Ja gut, dann mehr Snipern. Colt 45 Caliber 1911. Jetzt sind wir eingeschrieben, jetzt geht's richtig los. Diesmal ist er nicht da. Moin. Hello, Sergeant Pruitt. Oh, good afternoon. We'll be running a 15-round qualification today. Stick around if you'd like to score. Yes. Thank you, sir. I would to qualify. So I suggest you get set up. Es sind aber viele Freiwillige hier. Well, if you'll excuse me, sir. Certainly. I believe you'll find Saunders downrange, already set up. Hello, Moin. Hey, hello. Today is qual day. Mhm. If you're interested, stay and shoot. If you pass the 15-round, 100-yard minute of angle qualification, you'll be eligible to be called up as a sniper during a crisis. Das ist einfach. How about it? I'll stay in spot for you. Let's do this. Pew pew. Qualification begins with a coal barrel shot in a 1-inch square, then a 5-round group in a 1.5-inch square, and then 9 bullseyes each in a 1-inch square, all from 100 yards. Load your weapon, and when ready, fire at will for your coal barrel shot. Den kann ich eh nichts anstellen, weil der ist hoffentlich nicht gewertet, weil das ist ja Cold Barrel. Cold barrel shot. Fire at will. Was? Wo ist er gelandet? Please reload and fire at will. Spotter confirms. Please reload and fire at will for the 5-round group at 100 yards. Please reload and fire at will. Warte mal, habe ich jetzt getroffen? Bestimmt. Spotter confirms hit dead on. Qualification continues. Hallo? What are you doing? Knock that crap off. Hä? Please reload and fire at will. Hab ich gerade probiert. Okay. Spotter confirms hit dead on. Qualification continues. What are you doing? Knock that crap off. Hör auf zu atmen. What are you doing? Knock that crap off. Ich platziere mich mal neu. Ja, okay. 5-round group. Fire at will. Spotter confirms hit dead on. Qualification continues. Please reload and fire at will. Spotter confirms hit dead on. Qualification continues. Spotter confirms hit dead on. Qualification continues. Oha, das habe ich nicht zugehört. Wahrscheinlich wieder von links nach rechts. Ja. Spotter confirms hit dead on. Qualification continues. Reload if necessary and fire at will. What? Wieso necessary? What are you doing? Knock that crap off. So besser, Chef? 1-inch target at 100 yards. 1 of 9. Fire at will. Spiel ist abgeschlossen. Das ist noch zu aufregend. Verarsch mich nicht.
Okay, dann schauen wir nochmal rein. Boah, sag nicht, dass wir das alles von vorne machen müssen. Ich glaube nicht, dass das Ding autosave wird. Ich weiß auch nicht, wie er speichert. Previous Career. Ja, es geht. Oh. Klausi. This career has no saved games in which to restore. Ah, der SWAT-Pup. This career has no saved games. Aber ganz kurz schauen, wie lange haben wir schon gestreamt? 1 Stunde 20 für den Arsch. Guck mal, wie wir auf das schnell wieder rankommen. Process for a previous career has been cancelled. Ja, danke. Gute Stimme. Gut, da rennen wir mal durch jetzt hier. Bam, 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 bam. Schlotti. Wie heißen wir? Klausi. Ja. Schlotter. Schlotter. Meier. Meier. Ja. Tschüss. Welcome to D. Officer, you dare interrupt a superior? Ja. Let me warn you. Insubordination is not tolerated around here. Never has been, never will be. Is that clear, officer? Let me tell you what I'm gonna do. I'm gonna let this pass. Oh. Tschüss. Ton. Brauchen wir nicht. Scout, bist du noch da? Mhm. Ah, ist doch schön. Ah ja, Ton unterbrochen, sehr gut. Tschüss, auf Wiedersehen. Ich gehe Piu Piu machen. Colt 45 Caliber. Da bin ich dabei. Das Schießen reicht ja einmal schießen, dann darf ich weitergehen. Heads up, gentlemen. Moin. We have a new member in the element. Das kann ich nicht skippen. Until formal introductions can be made, you may refer to him as the SWAT pup. Ja, hey. Welcome aboard, officer. I'm 30 David, Selber. Sergeant Paulden. We were just about to do a few drills with the MP5. Step up to alley 13, Ja, 7-yard line MP5. and join us. Yes, sir. Bitte schnell die 10 Schüsse, danke. 3x3 Schüsse und dann einmal ein Schuss. Das wird reichen. Officers with your MP5s, make ready. Ja, es dauert ein bisschen jetzt. MP5, Semi, Uni, ready. Officers, come to your guard. Yes. Failure drill. 2 shots to the body, 1 to the head. Ja, 3 Stück. Semi-auto. Geil. 2 to the body, single to the head. Semi-auto. On the Piu. whistle. Püt. Ping, ping, ping. On guard. Oh Gott. Ja, rede weiter. Officers, come to your guard. Failure drill. 2 shots to the body, 1 to the head. 2 Geil. to the body. On guard. This is a training exercise. Ja. So, jetzt haben wir 6 Schüsse. Fehlt noch ein Dreier. Officers, come to your guard. Single to the head. Semi-auto. Oh, nur ein Single Einser. to the head. On guard. Piu, piu, piu. Mhm. 0,05. Boah, bin ich schnell. Okay, jetzt noch ein Dreier. Jetzt gib ihm mir den Dreier. Officers, come to your guard. Failure drill. 2 shots to the body, 1 to the head. Geil. 2 to the body, single to the head. On Geil, guard. fertig. Tschüss, ich gehe. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Hallo? Nein, nochmal? Okay. Hat auch schon 10 Schüsse. Mano. Officers, come to your guard. 2 shots to center mass. Semi-auto. 2 shot. On guard. Klack. Peng. Peng, peng. Officers, come to your guard. Failure drill. 2 shots to the body, 1 to the head. 2 to the body. On guard. Put him on safe and let him hang. Ja, ich darf gehen. Klick. Tschüss, war schön mit euch.
Wer sich hinstellt. Officers with your sidearms. Nein. Ich hab meinen Quitter hier. Officers, hold your fire. We have a quitter in the group. Tschüss. War schon mit euch. Ich geh jetzt snipern. Hello. Nein. I'm Das JD. Ruhe. Ja, Saunders. JD. Besser You're Mann. the new guy from Rooker's Squad. Ja. Yeah, I'm interested in learning to shoot. Haha. That's great. So kann man auch den I'm Namen the odd man wegzensieren. out. I'm the sniper without a partner. Without a partner? Yeah. All Sniper without a partner. While one's on the rifle, the other one serves as an observer. You're interested in learning to sharpshoot. Ich habe ja vorher erzählt, wie ich hier bei Arma mal Observer war. Das war ziemlich langweilig. 45 caliber 1911 Government Model Sidearm. Wie, was? Wir haben ja, also wenn man Arma spielt und das ernst nimmt, dann macht man es ja auch militär-simulationsmäßig und teilt es dann halt auf in verschiedene Bereiche, die man spielen will. Also Aufgabengebiete, gibt halt Leader. Cool. Warte leise. So. Und genau, dann gibt es halt einen Spotter und einen Sniper. Das sind halt immer diese beiden Teams, so wie hier gerade auch. Und als Spotter musst du halt die ganze Zeit, wenn du Fernglas durch die Gegend gucken und musst deinem Sniper halt sagen, hey, guck mal da hier, auf diesen Koordinaten rennt gerade jemand rum. Und der muss halt den abschießen dann. Du musst halt auch trotzdem mit der Truppe mitlaufen und alles drum und dran. Das ist halt, ne, gibt es da auch verschiedene Laufgeschwindigkeiten, die man und Positionen, die man einnehmen muss. Das ist ganz schön kompliziert. Cool, ich will anfangen. Yes, piu piu. Diesmal weiß ich, wie es funktioniert. Schau mal, ob du später nochmal irgendwie speichern kannst zwischendurch. Ja, Control Panel vielleicht. Ich glaube, da gibt es nur die Einstellungen für... Ja, coole Waffe. Dass man nichts überspringen kann. Doch, einmal kann man was überspringen am Anfang. Und dann wird man angeschrien. Das ist kein Speedrun-Game. Ja. Police Quest SWAT Speedrun. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Pixel, den man drücken muss und dann haben wir instant gewonnen. Das glaubst du auch nicht. Ja. Nicht mal ich. Alle 4 Teile können mittels GAM-VM auf vielen Plattformen gespielt werden. Ah ja, stimmt. Ich habe auch noch die ersten 4 Police Quests auf Steam. Aber krass, dass sie extra einen Polizisten engagiert haben für die Beratung. Das ist ziemlich cool. Ah ja, und Jim Walls ist der Nachfolger, ne, Blödsinn. Daryl F. Gates, der Nachfolger von Jim Walls als Berater und hat dann SWAT 1 und 2 verantwortet. Ted. Cool. Ja. Ja, ich spiele hier gerade die GOG-Version, das heißt, also normalerweise ist es ein bisschen schwieriger, das Zeug zum Laut zu bekommen, aber dank GOG ist das sehr easy gewesen. Cool, ich darf schießen. Cool, Taktikbuch, wunderschön. Ja. Vintage war das Ding, ne? Wind. Warte mal. Down 2 more times. Und 6 more times hier. 6. Klick, 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 klick. Ja. Warte mal. So. Whatever. Was? Given your current BDC and windage settings, the problem would appear to be with the shooter and not the current adjuster. Dankeschön. Ja. Also hier ist hoch und runter, das passt. To the left. 8 more times to the left. Und left heißt oben, ne? Also. 1, 2, 3. Ne, falsch rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo Superkriegskrieger. Ich bin hier Profi. Kugel fliegt nach unten rechts. Da gehen wir ein Gewehr nach unten links. Ja, stimmt. Good point. Aber nee, ich war ja nur hier off. Von der Richtung her hat es gepasst. Also von oben unten. Nach oben links muss ich. Ja. Schießen wir erstmal. Okay. Mach mal lauter, ich verstehe die Stimme nicht.
Ja, ich hab... Okay, dann zählen wir mal. Ja, so mal funktioniert. Also das ist so viel zu hoch. Er hat ja nichts gesagt. Please reload and fire at will. So. Jetzt habe ich es korrigiert. Spotter confirming bullseye. Ah. Good shooting. Okay, so ist es, glaube ich, besser zu kontrollieren. Now let's reload and try once again. Gehst alle 4 Tage auf den Schießstand. Das ist... What are you doing? Knock that crap off. Jetzt darf ich. Okay, we have 9 1.5-inch targets. Ja. Warum meckert er dich immer an, wenn er die Munition zu lange Ich hab keine Ahnung. Spotter. Peng. Spotter. Ich weiß es auch nicht. Lass mich hier gucken. Ich weiß es auch nicht. Hey. Ja, er ist eine A-Maschine, aber im Einsatz hat er verkackt. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Instant rausgeschmissen. Achso, ich drück wahrscheinlich nicht den Munitionsschacht an. So, jetzt aber. Peng. So. Das Spiel ist ja auch gemein. That was a good session. Nice. You wanna go again, or are you done for the day? XP weg hier. Und jetzt den ganzen Kram anhören. Oh Gott. No. Doch. Muss ich das machen? Wahrscheinlich, ne? Ja, mach mal. Ich mute es. So, ich versuche es aus dem eigenen Gedächtnis zu erzählen. Das ist doch mal eine coole Herausforderung. Also, unser Kollege erzählt jetzt, dass wir, Teamarbeit und so weiter und so fort. Was hinten dran ist am wichtigsten. Das würde ich gerne mal ein bisschen näher ran. Bist du sicher, dass du das nicht überspringen kannst? Dann schreit er mich wieder an. Oh ja, hast recht. Oh, jetzt. Nice. So, jetzt verkackst du nicht. Ja, Chef. Westcott Avenue. Shots fired. Code 3. It's my wife, Lucy. Lucy Long. Ja, Lucy. She's holed up in the house. Das kann ich. Doch, das kann ich ausgeben. Speichern. Save. Ich schreibe ein paar Datum rein, oder? Machen wir mit Uhrzeit. Punkt oder ja genau. 20. Ja. Sonderzeichen kann nicht gespeichert werden. So, testen wir nochmal. Ja. Das hat funktioniert. Magic. So, ich rede mit den Nachbarn. Du musst erst mal Superkekskrieger mal erzählen. Oh, you must be the neighbor. Yes. Also, da ist so eine. Hier, das ist der Ehemann. Das ist die. Was? Nix. Okay. Das ist der Ehemann, das ist die Tochter und die Mutter ist jetzt im Häuschen drin und macht Rabatz und hat eine Waffe. Und die soll ganz schön gefährlich sein laut der Nachbar. Deswegen rennen wir als SWAT-Team da rein. Also, TM, kommt gleich, weil gleich wird rumgeballert. Tschüss. Ist noch keiner da. Schade. Hey, leave everything alone in there. Achso. Kann man im Hardware angucken. Also hier ist unser Zugriffsteam. Muss uns gleich mal genauer anhören, das Briefing. Also 1 ist immer die Frontseite, 2 ist immer links, 4 ist immer rechts und 3 ist ganz hinten. Um es besser zu erklären. 1 ist immer wo die Eingangstür sich befindet und dann wird im Uhrzeigersinn weitergezählt. 1, 2. Briefing! Oh, ja Mann. Briefing! The situation as we know it is this. Okay. We have a barricaded white female inside the residence. She's 64 years old and she suffers from various health maladies. Yeah. She's diabetic and she suffers from a heart condition that requires the use of medication. CNT tells me she's delusional. The activity outside the house are gangbangers trying to break in. She's a shooter. Approach knowing she's armed and dangerous. This is the layout of the house. Yeah. On side 1, we have a front door entrance. Yeah. This is a dangerous approach as it has 2 windows to contend with. The large front window and a small kitchen window. To compensate for that, we've placed snipers here, on this side of the street, to watch those ports. Apparently, this house has been somewhat fortified over the years. The garage has been sealed off from the house. Side 3 has one opening, a barricaded window. While negotiations continue with the suspects, we're going to place an emergency assault team on side 1 for entry through opening 2. The emergency entry team will consist of the following: Rhea, Scout; Denton, Rear Guard; Packmeyer, Element Lead;
For rear containment, side 3, Pup and Wixel. Any questions? Ich muss zu 3. Aber nein, ist anscheinend nicht so. Cool. Ich, Nee, lass, dann kriegen wir das Meeting ja jetzt. Ist okay. Ja, aber ist immer dasselbe. Spiele in den USA, ja. Sie hat ein Gangbang. Das ist eine Frage, da... Lass es gerade mal freigeben. Oh nein, Piu Piu, es war Piu Piu. Sounds like the fat's in the fire. Line up for deployment. Let's go. Schrei nicht so, du Wichser. Ja, Angriff. So, ich speichere jetzt nochmal. Ich speichere bei jedem blöden Screen, den ich jetzt sehe. Wie oft darf man speichern? Nein. Doch. MP5's Full Auto. Wie viel ist es gerade? Doch, ich kann bewegen. 35. Speichern. Gut, schauen wir mach nicht mal. so oft, bitte. Wieso? Die erste Version will ich durchkommen. Kaputt machst. Das ist kein modernes. Ich weiß, aber... MP5 Full Auto. So? Nein. So, was soll ich jetzt? MP5 Full Auto. Ach so, Full Auto. Oha. Okay, Chef. What now? Ready? Ja. Go. Peng, peng, peng. Was hast du vorhin gemacht? Ich bin nach rechts gegangen. Ich wollte ums Haus rumlaufen. Wo ich hingehöre. Aber... Ja, wenn noch nichts freigegeben ist, weißt du? Ja, ich weiß. Dumme Idee gewesen. Könntest du schießen? Natürlich. Soll ich mal machen? Das war zurück auf die Schule. Herr Boyd? Lieutenant? The events of today were tragic. Some of your fellow officers were seriously wounded. Naja. I ask all of you to consider talking with department counselors to resolve any emotional aftermath you may be suffering due to this experience. Arrangements are being made through the department for financial assistance for the families of the wounded officers. Donations will be accepted, and as more information is made available, I'll pass it on to you. Also, habt ihr gehört, bitte spenden. Ja. An investigation by the officer-involved shooting team, the Use of Force Review Board, the Office of Internal Affairs, and the District Attorney's Office is being conducted relative to what occurred today. Until the investigation is completed, I'm suspending Pup of active duty status. Aww. Pup, this platoon is founded on leadership and obedience. We have a saying here, lead, follow, or get out of the way. Today you did none of that. Instead, you acted alone and without regard to your element, your duty, or your responsibility. Until this investigation is completed, I think it's best that you continue to train and study, but not participate in any call-ups. Oh, ich darf noch weitermachen. That's all. Ich bin nicht gefeuert. Dismissed. Ich hab jemanden erschossen, angeschossen, dich geschossen. Ja, das war natürlich ein Fehler. Restore. Jetzt gucken wir mal, wann wo wir überhaupt einsteigen. Naja, cool, praktisch. Ich lasche mal. Nein, ich lasche nicht. Wie kann ich das so machen? Level. Zeit. Escape. Nochmal Flash. Ist ja nix. Scheiße. Ja. Escape? Trap? Nee, genau nicht. Dann mach mal irgendwas, gib mal einen Befehl. Yes! Genau nicht. Oh doch, Pullback, Clear, Zeit. Hostage. Level. Nein, kein Hostage. Level Hostage. Transmit. Hostage. Pup, the lash is not a toy. Confine your comments to the situation at hand. Soll ich mal neu laden? Nein. Kann ich überhaupt neu laden? Ah ja doch, geht. Ja, mach. So. Ready. Ready? Go! Ja, erklärt die das mal. Das ist sehr toll. Wer bin ich jetzt überhaupt von denen? Wer ist Pup? aka Klausi Schlmeier. Wie heißt der nochmal? Schlottermeier. Schlottermeier, was? Wie kommst du auf den Namen? Keine Ahnung. Warum sieht er uns nicht? Das ist doch alles, was du gesagt hast. Hier ein Fenster ist und hier ein Fenster. Das ist ein bisschen... Und die Tür geht da innen auf, ne? Pup, get moving! Hä? Wie laufe ich? Du sollst irgendwo hingehen. Nach links. Klick mal irgendwo hin, nach links. Ja. Cool. Schlüssel umdrehen, das war... Achtung, du sollst aufpassen. Okay. Peng, peng. Flashbang. Glaube ich. Kannst du rumgehen ums Haus jetzt? Links rum? Also, was will ich das? Ich muss meine Leute beschützen. Wir sind jetzt im Frei. Okay, clear. Okay, ist doch clear. schön. Ist nach hinten, jetzt nach links gehen. Ah, schieß! Schieß! Ich kann nicht. Ich kann nicht. Okay, ich bin tot.
Hier sehen wir Nikolas Beerdigung. Wow. Krasse Beerdigung. Holy. Nein. Auf der Clip das bedauert. So, okay, also erstmal laden. Vollautomatisch. Also ich verstehe das nicht, weil es heißt ja, man soll ja auf die Rückseite gehen. Müssen wir jetzt warten, bis alles clear ist und dann dahin gehen oder was? Go! Oder früher, hätte ich jetzt gesagt. I don't get it. Erstmal warten, bis hier clear ist. Sieht gut aus. Erstmal die Leute durchlaufen lassen. Ich bin ja der Älteste anscheinend. Aber bin ich der? Nee. Doch, ich bin der das Fenster anguckt, oder? Jetzt. Ja, ich bin der das Fenster anguckt. Okay, jetzt muss er stehen bleiben. Ja. Nee. Was passiert, wenn du jetzt ins Fenster schießt? Oh. Full Auto. Cease fire! Cease fire! Damn it, Pup! What were you doing out there? Nein, nicht funktioniert. Da muss ich klicken. Nee. Ich muss hier aufs Control Panel. Also okay, ich dachte das jetzt wirklich nicht, dass das Fenster irgendwie auseinanderfliegen wird. So. Kann ich jetzt schon? Ah, sie ist schon da. Okay, ich muss tatsächlich nicht also länger machen. Ist auch nicht zurennt. Erinnert mich an meine Mutter. Also, Timing her hat schon gepasst. Ich finde gut, dass man das jetzt alles wegklicken kann. Das ist sehr angenehm. Und meine Waffe war nicht geladen, das merke ich gerade. Aber Details. Ready? Go! Genau, warte jetzt am besten mal. Wir müssen noch irgendwie... Naja, wir müssen erstmal... Dann gehen wir zusammen rein. Da bin ich jetzt nicht im hinten Einsatzteam. Aber wir wissen schon mal, dass die ja rausgeht. Deswegen wird ja alles clear sein. Und das hintere Fenster ist auch zu, ne? Scheiße. Pop! Get moving! Ja. Wohin? Da lang? Ja. Was war das nochmal für Zeichen? Skau, les mal nach. Aufmerksam. Achso, es ist einfach das Schnipsen, okay. Ja. Das habe ich mir gemerkt. Ja, stimmt. Ich habe nicht... Ohne den Schnipston... Jetzt macht er den Spiegel und guckt, ob da jemand drin ist oder nicht. Von oben nach unten. Von unten nach oben, ja. Clear, sehr gut. Clear. Jetzt geht der Erste rein. Ich deck mal hier hinten ab. Vielleicht kommt es jetzt hier lang. Dann gehen wir auch mit rein, oder? Nein, lass mal hier bleiben. Aber es passiert nichts mehr. Ja und? So nach draußen absichern, dachte ich. Ich kann nach oben drücken. Genau, aufs Dach gehen und sie von oben erschießen. Nee. Ah! Oh Mann. Okay, ich will vorschlagen. Wir bleiben an der Seite einfach stehen und machen nichts und warten. Aber ich... Das für Adventure Games war ein bisschen unüblich, dass man einfach rumsteht. Ich weiß, Big Boss ist sehr enttäuscht. Ready? Kann ich einen Löscher sagen? Hier... Spotter, na gut, Spotter geht natürlich nicht, weil wenn ich das sehe, bin ich tot. Ah, schwierig. Das ist natürlich jetzt ein komplettes Rätselspiel geworden. So, jetzt muss ich erstmal hinlaufen. So. Ja, ich laufe hier rüber. Okay, ich laufe hier rüber. Aber dann kommst du doch schon. Du sollst nicht rüberlaufen, sonst ist es doch mal. Aber er hat doch auf mich gezeigt und danach links gedeutet. Das habe ich so interpretiert, als müsste ich jetzt quasi... Ich habe jetzt in dem Moment nicht auf das Handzeichen geachtet, also nochmal. Okay, nochmal. Erstmal auf Automatik wurde gesagt. So. Ready? Ja. Go! Okay, dann achten wir jetzt mal alle auf die Handzeichen. Sehr einen coolen Spiegel mit der Pistole in der Hand. Oh, du Arme. Die Leiden des jungen Scouts. Ich weiß immer noch nicht, ob das die Ego-Perspektive ist oder wirklich ich einer von denen bin. Keine Ahnung. Aber vielleicht hast du die Frau schon bis Fenster gekillt und fertig hast du schon. So. Ja, aber das ist halt nicht Sinn der Sache, weil es ist kein First-Person-Shooter, also wir sind halt im Resort. Okay. Du kannst die Waffe aber schon mal ziehen. Ja, aber das kommt ja nicht. Ja, mach doch, wenn die jetzt zurück um die Ecke kommen sollte. Okay. Genau, jetzt warten. Einfach warten. Ja. Jetzt klärt ihr mal. Nice.
Es wurde gerade eben auch nicht angezeigt, deswegen... So, jetzt ist es eingefroren, das Bild, deswegen... Ja, macht nichts. Jetzt ist das Suspect 1-2 Corner. Oh nein, ist umgefallen. Oh, das schauspielerische Meisterleistung, musst du schon sagen. Sierra 1 to 20 David. Suspect neutralized. Okay. Nice. Cool. Today was not a victory but a defeat. Oh. Was? We were not successful in saving the life of the suspect we wished to apprehend. Rather, we lost that life and jeopardized the lives of others. Cool. It is true that the suspect determines the outcome of a crisis, but it's our responsibility to help guide the suspect towards a peaceful resolution. Remember, a truly successful resolution is one where no shots are fired. An investigation is being conducted into today's events. You will be cooperative, helpful, and honest when dealing with the investigators. Until the investigation is complete, I'm suspending Pup from active duty status. Ich hab geschossen. Ja, also es ist wirklich die Person. Today you acted alone and without regard to your element. You let your fellow officers down. Until this investigation is completed, I think it's best that you continue to train and study, but not participate in any call. Eine Frau kommt mit gezogener Waffe auf uns zu. Was sollen wir denn machen? Oh, aber du kannst bestimmt irgendwie rufen oder irgendwas kannst du doch machen. Ja, wie denn? Ich darf nicht klicken in der Zeit. Wenn sie, sobald sie kommt, ist der Input ausgeschaltet. Ready? Go! Ich kann lashen, dass sie da ist, aber geht wahrscheinlich auch nicht. Kann ich jetzt nochmal speichern? Bin ich näher dran. Habe ich nachgeladen zumindest schon mal. Ah, das ist ganz knifflig. Aber gefällt mir ein bisschen. Was bei Lashen gerade weg? Nochmal was? Achso, ob ich einfach lashen kann, ob das sie da ist. Ich darf ja nicht schießen in der Zeit. Ja. Dann macht er automatisch anscheinend. So, also ich bin der Typ hier. Aber gerade festgestellt, ne? Der hat ja auf die geschossen. Zurück, das ist verboten hier, die beiden Richtungen. Pop, get moving! Aber wohin? Er guckt mich an und zeigt das hier rüber. Hast du es gesehen? Der Typ hat gesagt, ich hier rüber. Also gucke ich jetzt eigentlich hier hin. Aber dann kommt sie ja schon eigentlich. Dann mach doch so, wenn die reingehen, gehst hinterher. Ja. Versuch's mal. Ich bin nicht im Engine-Team eigentlich. Na gut. Ja, probiere ich mal. Das ist aktuell die einzige Möglichkeit, die ich habe. Try and error. Ja. Warum lashen die mich eigentlich nicht an? Ich kriege keine richtigen Ansagen hier. Okay, dann... So, einfach hochdrücken? Nee, ich gehe automatisch auch so. Das ist auch nicht zu leicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und du schießt nochmal. Die Schüler Friedhof und schießt nochmal. Du Arschloch. Ah, was kann ich denn noch machen? Ich scroll schon das Handbuch, ich weiß nicht. Ja, du guckst schon mal nach. Weil hinterhergehen kannst du nicht, ne? Nee. Kannst du auf die Tür klicken oder so? Nee, ich kann nach oben drücken oder nach links und beides mal lande ich ab. Ja, hab ich. Scheiße. Ich kann aber zurückgehen. Was hast du noch mit dabei? Spiegel. Oh, ich kann noch spiegeln. Dann sehe ich sie vielleicht. Mach doch. Ich muss einfach warten, bis wir Kollegen oder wohl. Nee, lieber nicht. Oha! Lash. Compromised. Suspect? Ah ja, Compromised. Nee. Ja, Compromised. Genau. Compromised. Pup, Suspect? The lash is not a toy. Suspect? Confine your comments to the... Ja, ich hab ist alles gesehen. Hier ist pausiert in der Zeit. Kann ich es deaktivieren? Suspect? Achso, ich muss hier. Side ist 2. Side 2, Level 1. Level 1, Suspect. Compromise? Nee, machen wir so. Side 2, Level 1, Suspect. Copy. Oh ja. Und jetzt? Okay, halt, stopp. Suspect, ja. In die Richtung? Das doch mal. Ja, das ist Suspect. Take my place. Okay, ich hau ab. Halt, stopp. Nee, Flashbang werfen. Ach ja. Wäre besser, würde ich mal sagen. Also, gibt auf. Lucy, this is the police.
We are here to help. Ich speichere mal kurz. Sorry, ich bin erst Mission, bin ich mal ein bisschen vorsichtiger. Speichere ruhig hier auf diesem Spielstand, ist doch egal. Nee, das machen wir schön einzeln. Lucy, will you let us help you? Ja, umarme mich. Oh. Jetzt hat sie die Bombe. All right, everyone, take a seat. Before I get started, Lieutenant Hancock has a few things to say. Hancock? Congratulations, officers. You did an excellent job today. Yeah, easy. Thanks to your efforts, we have our suspect in custody. Keep up the good work. Sergeant Rooker? You men did a fine job out there today. Take pride in your efforts. I wouldn't be surprised if we didn't see a commendation or two headed this way. Well, that's it. Get some rest. Sheriff. Nee, was ist das? Captain. No? Ich kann speichern. Ich kann einschreiben. 45 caliber. Na gut. Ich glaube, für heute reicht es, oder? War doch sehr erfolgreich. Ich kann ja dazu schreiben 50 First Mission oder so. Kann ich nicht. Ich schreibe mal 1, damit man weiß, okay, 1 ist fertig. Verstehen wir das? Ja. Bestimmt. Du musst ja später noch die anderen löschen. Irgendwie zumindest die dazwischen. Ey, es ist alles in einem Ordner drin, das kann ich ja. Die gegenschieben dann. Na gut. Ab ins Menü. Ich speichere nochmal, ist kein Problem. So. Obwohl, da kann ich nur eine Zahl hinschreiben, ne? Das ist ein bisschen dumm. Ich bin mir mir hier ziemlich sicher, dass die Speicherplätze in diesem Spiel begrenzt sind. Dass das zu Problemen führen könnte. Finden wir das heraus. Cool. Dann gucken wir uns die Credits an. Danke, Tammy. Beste Designer, keine Ahnung. Und Producer. Oh, wie viele Leute dabei waren. Nicht so viele. 2 Programmierer, okay. Ein Musiker, der nicht so gute Arbeit abgeliefert hat. Terry. Guck mal, wie sie da im Green Screen, Blue Screen in dem Fall stehen. Ist wirklich Blue Screen. Blue Screen mit blauen Uniformen ist nicht komplett bescheuert? Muss ich auch gerade sagen. Achso. Und hier der Berater wahrscheinlich? Ja, ist der Berater, 100%. Ist bestimmt Daryl F. Gates. Du musst die Knarre richtig festhalten, du Spust. Wow. Aber guck mal, was sie alles aufgebaut haben, ey. Das ist schon verrückt. So viel Geld ausgeben für dieses Spiel. Also mal zum Thema so viel Geld ausgeben für das Spiel. Sehr gut. According to Sierra Online, combined sales of the Police Quest series, including Police Quest SWAT, surpassed 1.2 million units at the end of March 1996. Oh, ist schon stark. Vor allem für damals. Oh, hier steht sie. Pub ist Eric Flom. Danke, Flom. Rooker. Between. Hancock. Also Hancock. Jim Tuck. Between January 1998 and July 1998 alone, it sold 152,000 copies and earned $1.6 million in the United States. Crazy. Also die haben nur zwischen Januar 98 und Juli 98 152.000 Kopien verkauft. Nur zwischen Januar und Juli. Und haben damit 1,6 Millionen $1 verdient. Okay, vielleicht ist noch der Daryl. Das ist schon nice. Oh, hier ist Sniper. Mit hier Gilly. Ey, es macht schon Spaß. Also das Training war schon scheiße. Ja? In dem Jahr 98 haben sie 2,7 Millionen Dollar investiert. Er ist Support. Oh, guck mal, sogar das LAPD hat mitgemacht am Spiel. Da fliegt der blutend. Gott, mit der Technik von damals, ey. 1995. Ja. Das ist schon geil. US-Patent, sehr gut. Cool. Ich bin überrascht, wie viel Spaß mir das doch gemacht hat. Ich hatte ein bisschen Angst davor, dass das ein bisschen anstrengend wird, nachdem ich das Tutorial eine halbe Stunde lang gespielt habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen es gibt, um ehrlich zu sein. Da finden wir raus. Ich hatte auch ein bisschen Bock, das länger zu spielen. Die Missionen und die Oma fällt sich jedes Mal anders. Nein, das glaube ich nicht. Also das Schiff scheint schon sehr festgelegt zu sein, wie es abläuft. Das wäre natürlich lustig, wenn wirklich die KI auch schon dynamisch ist, aber ich hoffe mal nicht. Das wird es ein bisschen krebsiger machen, glaube ich, für uns.
Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall so ein kleines Playthrough mir angeguckt, so zumindest das erste Level, und dort war er halt nicht draußen, sondern erst mit reingegangen. Ach, lol. Mit einem Spiegel und allem drum und dran, also der war auch schon drin. Dann kann ich doch hinterher laufen vielleicht. Natürlich lustig, weil ich vorher raus... Hardline-Game von 96. Hardline-Game. Ja, genau. Hardline ist ähnlich, okay. War es auch ein FMV-Spiel? Full Motion Aber Video? wie willst du denn reingehen? Du hast gesagt, du hast das angeklickt und das hat nicht funktioniert. Ja, keine Ahnung. Das ist halt die andere Frage. Vielleicht auch, komm, klick noch, lad noch mal Dings und guck mal, ob du eine Flashbang werfen kannst. Das würde mich nochmal interessieren. Dass, wenn du sie siehst, einfach... Oh, welcher ist jetzt der untere, ne? Ja, doch, der obere habe ich voll angelegt. Ja. Muss ich alle mal löschen. Geh mal zurück. Ja. Genau, oh, ich hab so eine Auszeichnung. Geil. Was ist das? Ich weiß nicht. 206 bin ich. Pimmel im Revier. Uncompromised Duty, Honor and Valor. Wow. Oh, ich bin ist das befördert? Soll ich mal löschen, den anderen Kram? Dein... Unterfahrenfahrt. Gut. Ja, man weiß ja nie, was sollten, Digga. Warte. Was denn? Egal. Du hättest eins mit den anderen Spielständen anklicken können und vielleicht hätte sich das ja genau geändert. Ach so, ja. Also das kann ich ja hier auch nochmal an. Menü. Ne, hier. Nö. Wir wollen die Mission nochmal spielen, oder? Ja, aber ich wollte sehen, ob die Auszeichnung sich ändert. Und der Dienstgrad. Achso, ich hab das schon gelöscht. Wenn du ein Safe-Game anklickst. Ach so. Jetzt verstehe ich. No. Zumindest Speichern funktioniert gut. Bis jetzt. Das ist richtig. Herr Schlottermeier. Ja, lol, wirklich. Ich wurde nicht befördert. Das erste? Okay, dann war der Dienstag immer gleich. Okay. Lucy, will you let us help you? Nein, ich will schießen. Sorry. Ja, ist erfolgreich. Guck, was er jetzt sagt. It was not a victory, but a defeat. Ja. Okay. We were not successful in saving the life of the suspect. Sagst du. Also ich finde, die hätten Sprengstoffgürtel um haben können. Ja, das wäre... Genau, sag ich auch. Sofort schießen. Ich kann nicht mehr missen. Was wird denn noch so? Die Flash? Ja. Das ist doch eine Flash, oder? Das ist CS-Gas. Weiß nicht. Man muss die Maske aufsetzen, glaube ich, vorher. Ja. Wo war ich das? Pop! Get moving! Ja. Kein Stress. Auf dich selbst? Ne. Geht nicht? Okay, egal. Dann nimm mal den Spiegel. Spiegel. Und guck. Ja? Nein. Jetzt normal. Wohin? Na links. Also doch. Damit du die Frau siehst. Genau. Und jetzt die Flashbang reinwerfen. Oh. Kommt die an? What? Today was not a victory, but a Hast du einen Herzinfarkt bekommen? Das ist geblutet. We were not successful in saving the life of the suspect Ja, we warum? wish to apprehend. Tja, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle möglichen... Naja, wir können noch eine Pistole rumballern, wir können noch... Also, liebes Hot-Freunde, wir kommen hier aus der Zukunft und wir haben gesehen... Move up! Hier will ich das... Get that idiot out of there! Ja, okay. Das darf ich auch nicht. Hallo. Darf's nicht mehr. Na, geh ich halt. Sergeant. Ja. Sergeant, es tut mir leid. Wie viele Abbrüche es gibt, verschiedene Optionen, ist schon cool. Tja. Lucy, will you let us help you? Nein, ich will nicht. Schieß. Ja, aber das können wir ja schon. Das wäre geil, wenn er sie umarmen würde und dann einfach in den Rücken schießt. Ja gut, der Rücken wäre vielleicht nicht so schlau, aber... Was gibt's denn noch für Optionen? Also ich würde gerne mal alle Optionen sehen, das ist halt das Problem. Hier ist falsch, tot. Hier du bist geht. halt nicht in der Position. Ne? Aber es wurde schon gesagt, dass man da reingehen kann, oder hast du doch gemeint? Ja, aber du bist ja in einer bestimmten Position. Du bist ja quasi, du bist ja der Sniper mehr oder weniger. Nee, der Sniper ist jetzt draußen. Ich muss das Sniper ja erst Qualify machen. Dann kriege ich Sniper-Aufträge. So habe ich's verstanden.
Oh nein, sie ist da. Kann ich die abbrechen, dass sie nicht reinrushen? Aber sie hat ja jetzt Angst, ne? Ja. Und was ist, wenn du jetzt mit dem Spiegel guckst und selbst reingehst? Schießt sie dann auf dich? Ja, bin mir relativ sicher. Okay. Warum nicht Compromise eigentlich? Die machen eine Aktion, die sollen abbrechen. Dann mach doch einfach Compromise und Suspects Level Dings bla bla. Ja, mach ich jetzt so. Level 1. Side 2. Suspect. Compromised. Pup, the lash is not a toy. Confine your comments to the situation at hand. Pup, wir haben gesagt, soll sich damit rumspielen. Ah, da ist eine falsche Frau. Da. Oh. Pull back. Clear. Contain. Aber Compromise ist doch... Habe ich doch so gelernt, dass die dann abbrechen müssen. Weil wir entdeckt wurden. Nein, wir wurden nicht. Ja, stimmt, wir wurden noch nicht entdeckt. Ja, ist doch egal. Der Befehl vorhin war doch richtig. Ja. Aber dann antworte ihm einfach mit Yes. Yes. Hier kann man Front, Back, Suspect, yes. Down, Up, Front und Back. Du brauchst kein Front und Back, wenn du Level Dings und Dings hast. Ja. Level 1. Side 2. Ich weiß, was du Suspect. machst. Du lockst sie auf die falsche Seite und dann machst du selbst die Frau platt. Ah, genius. Jetzt kann ich noch nichts machen. Also ich glaube, das sind nicht wir, sondern wir sind halt in der Ego-Perspektive. Aber... Ja, aber wir zeigen doch nicht zu uns selbst Zeichen. Da haben wir mit anderen Kollegen geredet. So, jetzt Flashbang tot. Das geht auch noch nicht. Mach mal Flashbang. Geht das? Lucy, stimmt sie doch. This is the police. We are here to help you. Ups. Naja, passiert. Today was not a victory, but a defeat. Ja, das war's, glaube ich, mit der Option. Call-Ups. Previous Call-Ups. Okay. Ja, guck mal, wie viel Save States es gibt für das Spiel. Das wäre echt gut zu wissen vorher, bevor wir jetzt Bullshit machen. Ja doch, der läuft jetzt dahin. Ich glaube schon, dass wir das sind. Das sah mir auch nicht so aus. Er zeigt doch zu uns gleich. Ja, jetzt. Wenn wir jetzt um die Ecke gehen, dann guckt er... Nein. Wenn wir um die Ecke rumgehen, ne? Dann guckt er doch uns an und gibt uns Handzeichen. Wir geben uns doch nicht selbst Handzeichen. Aber wenn ich jetzt um die Ecke gehe, dann schießt sie auch nicht, ja. Als Kamera. Ja. Okay. Schade. Und wenn du um die Ecke rumgehst, dann guckt der Typ dir auch auf dich und zeigt mit dem Finger auf dich. Und wir sind auch nicht blond, wir haben ja so dunkelbraune Haare irgendwie. Das stimmt. Point. So wie die anderen eher. Ich dachte, hier, der sind wir. Aber der geht ja auch mit rein, ne? Das ist ja auch Blödsinn. Ne, dann sind wir die Kamera. Okay, gut. Kann ich von hier aus schon machen? Pop! Get moving! Schade. So. Kann ich nach unten gehen? Theoretisch, okay. Ich kann nach links gehen, theoretisch. Ich kann immer wieder zurückgehen, aber ich weiß nicht, ob das dann Stress gibt. Pop, get back here! Ja, nee. Täglich grüßt das Murmeltier. Hier, das bin ich. Der noch mit in der Einfahrt steht. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Boah, die kriegen sogar ein Team, um mich rauszuholen. Das ist ja nett von denen. Ja gut. Ich denke, das ist wirklich der einzige valide Weg, den es gibt, oder? Befürchte ich. Ich will auch natürlich versuchen abzubrechen, dass die da nicht reinmarschieren. Indem ich das halt schnell sage. Level 1. Weil die müssen ja nicht rein, wenn die spotted ist. Suspect. Copy. Ja, okay, nee. Geht einfach zur anderen Seite dann. Aha. Trailer, take my place. Trailer, take my place. Okay, das ist der Typ, der Trailer macht. Oh nein, ich kann dich schon sehen. Stopp, Kollege. Hier, wo sind wir jetzt? Ist das Level 3 jetzt eigentlich? Oder ist es noch Level 2, Side 2? Sie steht immer noch an der gleichen Stelle? Ja, hier ist auch die Hausnummer, okay. Also zur Straßenseite gewandt dann entsprechend. Die Kamera hat sich halt nur ein bisschen geändert. Wir sind halt genau vor ihr. Na gut, dann sage ich es nochmal. Side 2. Level 1. Suspect. Okay, keiner antwortet. Freundlich. Lucy,
This is the police. We are here to help you. Lucy, will you let us help you? Ja. Jetzt schießen. Ja, okay. Cool. Was bedeutet, was passiert hier? Naja, nee, das brauchen wir nicht. Ja gut, dann war's das jetzt. To learn about the other items in the click to increase intensity, click on the top arrow button with the plus sign. Click here to leave the game. Click here to restore a game saved earlier. Click here to save the current state of your game. When you later select the restore button, everything will be exactly as it is now. Click here to resume gameplay. Ja, das weiß jeder. This is a ja, gut. Dann sind wir jetzt hier und machen beim nächsten Mal. Oder wollen wir noch schnell die Sniper-Prüfung fertig machen? Ach nö, machen wir beim letzten Mal. Beim letzten Mal? Beim nächsten Mal. Okay. Würde ich sagen. Alles klar. Dann zu TM. Sehen wir uns wieder, hören wir uns wieder. Mal schauen wann. Ja, vielleicht am Wochenende jetzt. Bitte abonniert uns. Das ist sehr wichtig, uns zu abonnieren und zu followen.